scheiß Granatwerfer, gehen wir so auf den Sack. Ja, da spielen gerade alle, weil in den Winter-Events musst du mehrfach Kills machen mit Explosionszeug. Ab in die Mine fahren. Habe ich gerade schon gemacht. Oh, rechts von uns ist ein Panzer. Ja, von mir aus halt mal raus. Geht noch ewig. Bitte aus. Then invite me. Boah, zum Glück wird der Controller-Mann geliefert, ich drehe durch. Hast du das auch einen bestellt? Ja, ich muss. Ich habe so. Aber die Mein Controller fliegt da in der Gegend um, ein Interdiscount. Auch Jetzt hat die Aktion. freiwillig mehr. Ja, ich habe gedacht, 190 ist zu günstig. Ich muss 199 zahlen. Du hast es ja, oder? Wenn man so einen Job hat. Ja. Ich weiß gar nicht, wann mit dem Geld. Ja. So, Crossplay Eiden. Weil der Herr Schmid sich zu fein ist, um sich ein PS zulegen. Wieso soll ich mir ein PS kaufen? Damit wir das Crossplay nicht mehr nachmachen. Ja, und dann darf ich nochmal von 0 an aufzocken. Ich denke schon mal an die anderen Leute. Offensichtlich nicht. Hey, Spaß, hey, hallo, beruhigen, hallo. Das ist ja unglaublich, du. Musst mich nicht anschreien. Nein, wirklich, du. Kannst du mir gerade Arschloch sagen. Wieso spielt eigentlich der Tommy nicht? Dann würde euch das auch Spaß machen. Ja, da Herr hat Zeit Skegro. hat anscheinend keine Zeit. Was? Ja, Es hat jede Zeit zum Socken. ich Muss weiß. muss er Scirocco fahren, das Mühle an der Landetankstelle, oder? Ja, hat jetzt fette BMW. Ja, logisch, als was kroatischer kein Serb. Hä? Gerade, ja. Aufpassen. Da. Als Kroat ist ein Muss. Nee, keine Ahnung. Ja, eigentlich alle nicht also seine ganze Gang zockt kein Battlefield. Das ist irgendwie... Der Sami und so auch nicht. Nee, Der Sami, der geht jetzt eh auf Waldreise. Ja, was da Singer ist schon nur Waffen. Ja. Wo schafft er jetzt immer noch da bei... Nein, er hat sich zwischenzeitlich noch mal selbstständig gemacht. Ist ja die ganze schon selbstständig nach seiner Lehre. Ja, ja. Ja. Ah, stimmt, das Working Bicycle hat er, glaube ich, auch eher mitgegründet gehabt. Nein, das ist schon einfach. Hat er das IT-Zeug gemacht. Ja. Aber schon lange rausgegangen. Ich kenne gefühlt nur noch Informatiker. Alles schwierige Leute. Schwierig, nicht?
abgehoben. Alter! Die verdienen einfach zu viel. Dass sie ein bisschen am PC sitzen und ein bisschen reindrücken. Das ist korrekt. Jeder Dumbo nicht davon profitiert, oder? Ja, Merkst du selber? Du. Ja, es hätte ja nicht alle auch Informatiker werden. So. ja, wartet ab, bis AI alles macht. Das wird nie der Fall sein. Ja. Aber für das bin ich schlecht in Mathe gewesen. Da hätte ich mich nicht mehr eingestellt. Du musst eigentlich nur logisch denken. Ja, da scheitert es bei mir schon. Abstrakt zu denken ist vor allem wichtig. Du musst Sachen vorstellen, wo du eben nicht anschauen kannst. Also ich stelle mir jeder oben die Brust vor. Wenn das Internet nicht läuft. Weil du die sonst auch nie siehst, oder was? Ja. Die sind immer ab einer gewissen Zeit unter der Bettdecke. Nein, blöde Sprüche. Im Stream sagt man so Sachen nicht. Es ist wieder ein Band. Du. Also schlechte Publicity ist auch gute Publicity bei einem kleinen Stream. Du kannst mal nackt streamen. So eingeölt. Nein, bitte nicht. Nein. Ja, dass du das nicht willst sehen, gut, das überrascht mich schon auch ein bisschen, aber dass du das grundsätzlich nicht willst sehen, ist klar. Tiger, das sind viele. Versteck mir jetzt einen Blumentopf. Soll er noch hoch? Aber ich denke mal an die ganze Gay-Community, die er auf seine Plattform locken. Ja. An die was? An die ganze Gay-Community, die vielleicht Freude hätte. Oder die Frauen. Und dann ja, Alter, Die würden sicher mal ein bisschen reinsappen. der hat ein Sixpack und Aim. Aha, Aim. Würde ich das nicht gerade beschreiben. Ein Sixpack ist auch nicht da. Es gibt auch auf Single Gamer Girls. Das halte ich für ein Gerücht, dass es die gibt. Was? Single Gamer Girls? Ja, jetzt zeige ich kenne ich. Zwei kenne ich. Alter, die Map ist so zum Kotzen, ich hasse. Ah, ja, die läufst im Uhr. Und eben dort machst du den grossen Fehler. Ich laufe. Ich mache auf dieser Punkt immer so wenig, auf dieser Map immer so wenig Punkte, weil ich halt einfach immer nur im Fahrzeug hocke. Und nicht auf der Flagge. Ah, die Map habe ich auch nicht so gern. Die Mehrzahl der Einsatzziele. Verstärkt unsere Stellungen. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Delta. Wahrscheinlich. Da ist Sofa, gerade ein oder was? Nein, da ist gerade ein Fahrzeug hinter. Oh. Nein, sie haben den Attila gekillt. Die Schwein. Kann man jetzt eine 4 rangehen, aber. Hat nicht so Einer ist am geklappt. Rumlaufen. Fahren wir weiter. Einer ist irgendwo. Feindliche Kräfte im Angriff auf Da ist der K. Nein, hinten ist schon. Ah, hinter dem Auto. Ich kann nicht mal einen Haken kaputt machen mit dem LMG da. Da. Ja. So, Du bist jetzt. auch noch nie Panzer gefahren, hä? Ich habe jetzt den Haken kaputt gemacht.
verfügbar. Besatzung ist einsatzbereit. Die Gegenseite kontrolliert jetzt mehr Einsatzziele. Hinter euch! Mein Gott. Die Luftjagd fast. Was ist Alter. jetzt das gesehen? Mine. Alter, ich bin einfach gestorben. Ich bin oben drauf gesehen, dann ist das Ding in die Luft gesprengt, dann bin ich in die Luft. Dann bin ich da runtergekommen. Einsatzziel Delta ist unter Kontrolle. Ah, schießt noch auf uns. Ich weiß es auch nicht, ich sehe es nicht. Warte. Unsere Truppen Ah, haben verrecht. Territorium erobert. Kampfort ist nicht länger ein Alter, wo ist der Hund? Jetzt taucht er auf, der Sau und der Blöde. Kampfheli. Ziel verteidigen. Jetzt kommt Kamilletee von dem. Dass du ruhigere Aim hast. Einsatzziel Delta wurde von feindlichen Kräften gesichert. feindliche Kräfte halten jetzt mehr Einsatzziele. An alle Einheiten. Leicht gepanzerte Fahrzeuge sind einsatzbereit. Unsere Kräfte greifen Delta an. Oh, einsteigen. Einsteigen, meine Kinder. Ist das sehr ein transnationalischer Kampf? Das ist der Kaffee. Klar, schon ist sehr viel rum. Wieder neutral. Attackiert das markierte Einsatzziel. Wir haben die Kontrolle über Charlie verloren. Dort. Sprengladung ist scharf! Dort haben wir einen. Rechts ist Transportheli. Rechts von uns. Ja, unser Ladedierer geht ja nicht nach. Oh, das ist über mir, der kleine Pisser, Alter. Alter, was zum Fick ist das gesehen? Panzer. Er ist gerade hinter uns. Schnell gehen. Aufladen. Auf der Straße ist er. Gekittet. Jetzt haben wir Mörser. Verduk! Danke, danke für den Follow! Ich glaube, das ist der beim Mörser. Ah, da links. Why should you add on Discord, my Nee, nicht. friend? Ah, von da rechts. Ah, das ist der Ah, das ist der- Luftabwehrpanzer. Es sind zwei, es sind zwei. Weg. Jo! Ah, das war ein RPG gewesen. Ziel markiert. Unterstützt den Angriff. Der Tony Weltkind, Alter. Das ist mit dem nicht gut. Das sind die Dinge, die schießen, die Panzer da. Ich brauche Unterstützung, PC! Oh.
brauche verdammte medizinische Unterstützung! Sie! Sie. Er ist gerade da vorne. Einer. Blittergranate, komm! Ja, ich komme im Golfwägeli. Oh, Ah, da oben steht der nein, andere. AWK. Jetzt wir verlieren C. Hallo! Kina, komm bei mir Kampffehler rein. 92. Nein, Kampffehler kommt. Ah, sagt schon noch. Naja, schnapp mal den Panzer und fahr mal da raus auf das Feld. Achtung, es sind mega viele Minen, überall. Ja, komm mal mit. Warte schnell ein bisschen, Hier Patrick. oben. Angriff Marsch. Ja, wir warten auf die Reinforcements da. So. Oh, was? Jetzt muss Musik anmachen. Einsatzziele unter ihrer Kontrolle. Attackieren Einsatzziel Echo. Achtung, du verlässt das Kampfgebiet. Die Musik ist eigentlich. So läuft keine Musik. Doch, es ist ganz leise. Ich weiss nicht, wo man die kann machen. Ich glaube, die müsstest ingame halt. Kommt, der will weg. Ich bin Vorne ist halt. einer Mörser da vorne. Snacken dir. Da hinter dem Welt ist der andere. Mörser tot. Auf der linken Seite, rechts, sind sehr viele Gegner, die uns schießen. Einer weniger. Also, der erste ist weg. Dort, ja, wir fahren gerade die Gegner weg. Dort oben sind sie. Komm, wir gehen rauf. Der Kampffehler ist gestartet. Wo ist schon? Ich markiere Über uns. uns. Ist markiert. Wir schießen eigentlich etwas anderes. Ja, da oben jetzt Ah, haben wir Panzer. geschossen. Zwischen den Steinen. Das ist ein Panzer. Mein Panzer ist hier. Hat etwas zu tun. Kräfte haben die Mehrzahl der Einsatzziele unter Kontrolle. Was ist jetzt das gesehen? Wieso hocken sie da einfach hinter dem... Ah, fuck. Das Drecksmine. sind zwei gewesen. Wieso sollten die einfach da hocken Alter, und warten? So. Jetzt holen wir die halt mit dem Kampfheli raus dort. Ja. Machen dir das. Dort ist ein Kampfheli. B1. Und in der Luft. Ja, wir können wahrscheinlich nicht lange in der Luft bleiben. Jo, passiert da? Alter. Einsatzziel Echo. Ja, das Flugabwehrpanzer. Die sind wieder dort. Rechtex. Ja, das heißt, der Panzerjägermodus ist wieder aktiviert. Jetzt so wieder mein Golfwägeli. Und dann gehen wir da keine Kompromisse mehr ein.
Ja, euch zwei Schwanzgesichter hole ich schon noch da raus. Auf C 2 Panzer. Ja, ein Flugabwehrpanzer steht B und eine bei den Bäumen unter dem See. Ja, wir sind da weg. Die haben das Flugabwehrgeschütz bemannt. Kampfheli auf 250. Oh. Der ist weg. Ja, das ist auf dem Dach. Ah, die elende Dreckspanzer. Scheiße, ich hab was abgekriegt! Ich glaube, der eine Flugabwehrpanzer ist rechts von uns. Kommt wieder natürlich kein Medic-Chat. Kein Medic. Der andere ist gerade da. Ui, das ist gefährlich. Und zack! Nicht triffst du, Arsch. Oh. Oh, nein. Die Strassenlaterne hat's gekriegt. Alter, jetzt bist du all den Panzer ausgewichen und fliegst in den scheiß Laterne rein. Ja, soll ich schmecken, dass uns die Strassenlaterne so viel Leben wirklich. Jo. Hey, der. Alter. Ja, ich schnapp jetzt den Tank und dann kann ich jagen dort. Der liegt immer noch da oben noch nicht drin. Alter, bei mir stimmt gerade der Kontrast vom Game nicht. Alter, was ist da passiert? Was meinst du mit Kontrast mit dem? Jetzt ist wieder gut. Mega starker Kontrast von der Farbe. Hab ich gerade gehabt. Bro, der Starbucks, Alter, hilft einfach gar nicht, Alter. Aber endlich muss ich übersetzen. Also ich und der Killer sind richtig hilfreich bei diesem Spiel. Genau. Wir kümmern uns um die Sachen, wo wir keine Zeit dafür haben, weil die ganzen Familie sind. Ach, Werfe Splittergranate! ja, Digga, du triffst gar nicht von dort hinten. Wir haben mehr Einsatzziele gesehen. Hoppla. Oder doch? Oh nein. Gott, das weg. Ja, sag doch, dass du stirbst. Ich habe gar keinen Ingenieur. Alter. Bastard. Zack. Feindliche Kräfte attackieren Einsatzziel Delta. Das ist noch viel feindliche Panzer auf dem B. Nein, es sind schon 13 4 dran gewesen. Kampfheli 85. Ich habe ihn.
vorbeifahren. Unterstützung im Angriff auf das markierte Ziel benötigt. Alter, kannst nicht einmal starten. Die Gegenseite greift Echo. Alter, ich kann nicht einmal in die Luft. Ja. Steht da irgend so ein scheiß Panzer vorm Spawn? Du befindest dich außerhalb des Einsatzgebiets. Feindkräfte bekämpfen Einsatzziel Delta. Rechts von dir ist ein Kampfheli. Jo, Alter, ich kann da keinen Meter weit machen. Naja. Die Drecksflugabwehrpanzer. Da steht schon seit etwa einer Stunde dort, Alter. Ja. Und jetzt. Das ist meine Aufgabe. Ja, der ist außerhalb von den Dings. Ah, es steht einer, Ja, es steht steht einer auf der vorbei. OB. Brauche verdammte medizinische Unterstützung! Ja, Alter, bitte, kannst du nicht sein. So doch. Alter, überall sind sie. Mhm. Ziel markiert. Unterstützt den Angriff. Kurz vor der Kontrolle über das Schlachtfeld. Haltet weiterhin die Sicherheit der Ziele. Dort ist ein Partner. Hm. Oder einmal gekittet. Da ist er genau auf mir. Panzer neutralisiert. Guter Schuss. Ja, leck ist das Sound. Danke. Dann kann ich jetzt mit dem Kampfheli kommen. Super gesehen. Kilian. Für Einsatz. Ja, ja, das ist. Kilian, das ist unser Sieg. Eure Sieg, Alter. Gar nicht gemacht. Ja, wir haben das ganze Business rundum geregelt. Das heisst, du hast da schön ein Flägchen reinnehmen. So, noch ein letztes Ründeli. Was Jetzt muss ich mein Zeug packen. Ja, ich muss jetzt noch mein Zeug packen aufs Für Training. was? Gehst du auch ins Training? Sehr gut. Ja, ich kann nächsten Mittwoch schon nicht gehen, darum muss ich fast heute gehen. Man kann immer gehen.
Nein, nächste Woche Mittwoch bin ich in Zürich. Ja und? Ja, dann komme ich Sport so oben heim, geht Kannst nicht. du kannst in Zürich trainieren? Nein, ich gehe nicht ins Gym. Was gehst du denn? Ist okay. So ist das. So einer bist Ah ja. Ist okay. Missionsziel bereit für Übernahme. Abschließende Sicherung einleiten. Ende. Sichert das Ziel dort! Ausführung! COD-Map. So, let's go, meine Damen und Herren. Game of das Update. Der Anak ist vorher gegen uns gewesen. Wir müssen das Ziel dort sichern! Sichert das Ziel da! Einheiten haben Charlie erobert. Vorher noch Jammer hat dann für Noobs geschrieben und da ist gut was. Richtiger Jammer. Typisch COD-Spieler, meine Damen und Herren. Nur am Meckern. Greift das Ziel dort an! Vorwärts! Schon mal wissen die ganzen COD-Boys, die das erste Mal Battlefield spielen, gar nicht, was das für gute Zeiten gewesen sind. Einsatz ist scharf! Bereithalten! Kräfte kontrollieren die Mehrzahl der Einsatzziele. Schlag zurück. Der Chat ist richtig am Eskalieren da in dem Game. Loco Mio. C. Greift das Ziel dort an! Vorwärts! Vorsprung bei den gehaltenen Zielen. Dann können wir weiter an Boden gewinnen. Nee! Squad member down! Squad member down! Schau, da ist Oh nein! Ich bin bei dir! Ich hab ein weißes Skin rum, Alter. Ich? Kann Ah, wechseln. nicht du. Territorium erobert. Alpha ist nicht mehr Teil der Operation. Feindliche Kräfte attackieren Einsatzziel Delta. Feindliche Kräfte kontrollieren die Mehrzahl der Einsatzziele. Schlag zurück. Ah, fuck. Fuji! Nein, Fuji, was laufst du weg? Ich hol dich. Ja, Das Boot. wir kommen. Sorry. Sichert und haltet das Einsatzziel dort! Einsatzziel Bravo an. Jetzt habe ich Bock auf mal wieder so einen richtig guten Kriegsfilm. Black Hawk Down. Ja, das ist der OG. Den habe ich schon so oft gesehen. Ja. Da könnte man wieder mal schauen, das stimmt. Unter feindlichem Beschuss. Alles klar, sichert das Ziel dort!
gestiegen, gerade 2. Ich brauche einen Sanitäter! Medic! Kilian, der Leben noch! Nein, Kilian! Ich habe gerade 4 Stück gekillt, Alter. Ich weiss, hast du gesehen? Oh, verdammte Rutsch, medizinische hol mich Unterstützung! rauf! Alter, ich lieg vor dir, Rutsch, komm ins Lager. Danke. Sind wir Gottverdammt alle von Flinten gelaufen? Achtung, wir haben Boden verloren. Die Gegenseite hat viel Gold von der Karte genommen. Alter, schon wieder C holen, Mann. Wir müssen das Ziel dort bekämpfen! Röstli. Ich will nur am Sterben. Oh, ich renne nur. Ah, ouch. Von einem Ziel zum nächsten. Nil, ja. Oh, beste Sani. Einsatzziel Bravo steht unter Beschuss. Wir greifen Charlie an. Meinst du, unser Teammate versteht den Modus? Was soll das machen? Danke sehr, Inigo. Mehr Einsatzziele gesichert. Alter, 1:5, Alter. Ist ja wild. Da hinter dem Tisch gesehen. Mist! Ich Safe. brauche einen Sani! Ja, bin schon wieder da. Bro. Der ist irgendwie durchgelaufen, das ist rauf. Ah, ist offen. Schon wieder, Alter, fickt euch. Ah, nochmal ein. Ja, beim Jahr gezündet. Ja. Sichert das Ziel da! Ist es vorbei, aber komm. Oh, Granate. Weißt du, unser Team ist gefühlt auch alle immer auf der gleichen Flagge. Wir müssen das Ziel dort bekämpfen! Eigene Kräfte haben die Kontrolle Ja, ist nice gewesen. Einsatzziel Echo verloren. Alter. Nein, da ist noch einer am Boden gelegen. Fötus, hol mich rauf. Danke. Fötus. Der heisst so. Wenn ich nicht dafür, dass der Fötus heisst. So. Polizeikräfte bekämpfen Einsatzzieltäter. Wir brauchen Unterstützung im Angriff auf das markierte Ziel. Wir müssen das Ziel dort bekämpfen! Wir sind medizinische Vorräte. Hier, bedient euch! Wir haben Boden gewonnen. Bravo ist nicht mehr wichtig. Konzentriert euch auf alle verbliebenen Ziele. Wir sehen einen feindlichen Panzer in eurem Gebiet. Blitzergranate! Achtung, feindlicher Angriff auf Delta läuft. Versuchen, Foxtrot zu erobern. Wir haben Foxtrot freigekämpft. Fötus.
Siehst Fimmel! Bea da, Einsatzziel Bea sichern und da. du? Das sind der Pimmel. Was, der Belly ist doch der Friedhofspimmel. Au. Brauche Pastek! 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 medizinische Unterstützung! Wir müssen uns neu formieren! Du bist eine geile Sau! Ich sag's doch! Wir kontrollieren jetzt mehr Einsatzziele. Verteidigt alle Positionen. Irgendein Piss! Oh. Schießt sogar meine ganze Bude zusammen, Alter! Verjagt. Sichert und haltet das Einsatzziel dort! So, holen wir uns das KI. Oh, da liegt er. Himmel, ja, schnell, zieh mich zurück! Danke! Delta steht unter feindlichem Beschuss. Fertig! Da kommt der feindliche Panzer, meine Damen und Herren! Da ballert er Zaunmusik! Alter. Claymore. Ja, nicht komme! Okay. Nein! Ich habe meiner Leiche. Oh Mann, das wird so Badzimmer. nicht. Ist tot. Kilian, bin safe. Danke. Komm, Sunny. Komm, Sunny. Sauber, Sunny. Die kriegen richtig auf den Latz, hä? Ja, wir verlieren auf. FFF. FFF. Oi! Durch feindliche Kräfte genommen. Beobachte einen feindlichen Panzer in Mission. Der kleine Piss hat mir wieder mit der Schrotflinte ficken. Ich muss doch schnell in der Küche einen Snack essen, dass ich wieder lebe. Nein! Ich bin bei dir! Steht immer noch dort am Eck gerade. Kurz davor, die Kontrolle über das Kampfgebiet zu übernehmen. Haltet weiterhin die Mehrheit der Ziele. Die holen sie. C, ja. F ist unnötig, dort spawnen sie ja die ganze... Gehen wir zu Wir C. müssen das Ziel dort sichern! Einsatzziel Charlie wurde von feindlichen Rebellen übernommen. Oh, da ist ja von uns Train abgeschossen worden, Alter. Da ist jetzt Klappergasse gelaufen. Ah, jetzt Na, kommt von dort fuck, oben dort nochmal oben sind- 3 dort oben. Ja, holen wir schnell E. Ja, das holen sie gerade. Und ah, fuck. Danke, Sani. Ja, da kommen gerade nochmal 2 um die Ecke. Da habe ich beide.
schön. Das war mal eine Runde gesehen, Alter. 16:2, Alter. 19 Flaggen eingenommen, Alter. Können wir über das Spiel spielen, Jungs? 26 Assist, ja, hast Du das auch noch, Alter. Was hast du mit dem Schwingbesen geschossen, oder was? Nein. So, ich wünsche euch einen schönen Oberstiefel unten. Ciao. Ciao, ciao. Ja, das war eine gute Runde gewesen. Mhm. Obwohl, ich muss scheiß Aufklärung gerade spielen. Ah, ich weiß, wieso ich die vielen Assists hatte. Wegen Bewegungsmeldung. Ah. Zu den markierten Einsatzzielen vorrücken. Positionen verteidigen und Wir abschließen. sind jetzt Squad Member. Du bist auch ein Partykönig, oder? Ja. Leider nicht. Wir brauchen Unterstützung im Angriff auf das markierte Ziel. Alter, wer macht jetzt da das Haus kaputt? Ja, Alter, fett verschossen. Anni, Ich brauche verdammte medizinische Unterstützung! bleibt der dümmste drin. Da, Alter. Das ist richtig schlecht gewesen, Chat. Oh, Shanks. Das ist in unserem Team. Wir haben Boden gewonnen. Alpha ist nicht mehr wichtig. Nehmt alle verbliebenen Ziele ins Visier. Wir haben Echo gesichert. Verteidigungsposition am markierten Ziel erforderlich. Wir greifen jetzt Einsatzziel. Wieso verlieren wir B, Alter? Okay, nein, B nehmen wir gerade drin. Ist gut. Wieso bin ich von hinten gekittet? Über Bravo mehr. Kontrollieren jetzt mehr Einsatzziele. Verteidigt alle Positionen. Das bei F sind alle Gegner, ne? Foxtrot ist an Ja. die Gegenseite gefallen. Sie können nicht, oh. Da anscheinend. Warten wir erstmal einen Kopf. Kilian, bist du da? Gott verloren, Alter. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin da noch am Rein, da. Ja, ja. Kontrolle über das Ziel zurückerlangt. Kilian, das ist genau hinter dir gewesen.
Ja, mich hat einer. Hau rein, Sani! Ist genau auf meiner Leiche, kommt jetzt zu dir. Feindlicher Los, Angriff ab auf F. Fötus ist wieder da. Gepanzerte Fahrzeuge sind einsatzbereit. Feindliche Kräfte halten mehr Einsatzziele. Ja, meine Herren und Damen, verlieren jetzt gerade alles hinter uns. Also. Schon ein super Startzeug Das markierte Ziel benötigt. von uns, aber. Wir greifen Einsatzziel Delta an. Wo bin ich im ersten Stock? Ja, dann ja angezündet. Da steht. Wir halten aktuell mehr Ziele. Unsere Truppen sind kurz davor, Territorium zu erobern. So, hat's noch zwei. Hier drüben sind medizinische Vorräte. Die Gegenseite kontrolliert jetzt mehr Einsatzziele. Mein Panzer ist. Kontrollieren jetzt Einsatzziele. Oh, gerade unten bei dir. Greift das markierte Ziel an. Achtung! Feindliche Kräfte greifen Bravo an. Charlie ist frei von feindlichen Kräften. Hier ist unser Einsatzziel. Der Pisser, Alter. Und steht kurz davor, Boden zu gewinnen. Kilian, er ist gerade drüben. Ich weiss. Das sind mehrere, das sind 3 Stück. Brauch Kommt. rein, Sani! Kilian, oh. Ich bin ausgeblutet. Einer hat ihn noch mitgenommen. Achtung! Feindlicher Angriff auf Delta läuft. Die Gegenseite kontrolliert jetzt mehr Einsatzziele. Achtung! Feindlicher Scharfschütze in eurem Gebiet bestätigt. Wir müssen das markierte Ziel verteidigen. Wieso verlieren wir B? Vor allem stehen hure viele Leute vor uns da. Wir haben Bravo verloren. Ja, wie auch alle in die andere Richtung. Ja. Ich bin bei dir! Weniger! Okay. Weiter geht's! Wir haben kampfbereite leichte Panzerfahrzeuge. Eigene Kräfte haben Einsatzziel Charlie verloren. Dominion, richtig, ja. Splittergranate kommt! Digga.
Unter dem Bus 3 Stück. Ich brauche verdammte Medizin! Mindestens 5 Leute unter dem Bus. Das Gefühl, ich mache keine Kills mehr mit der M4. Also ich habe jetzt den 4 genommen, dann habe ich das Gefühl, ich mache sehr viele Kills. Jo. Das Bombardieren will ich gerade gekillt, Ja. Alter. USG 90. Ja. Wieso sind unsere Panzer im C hinten, Alter? Und Kilian, jetzt! Ja, so gut. Nein, wirklich. Wie? Nein, das ist unsere Mine. Links. Ja, los! Kilian, Kilian! Stecke fest, aussteigen! Ja, da kommt ein rechts. Nein! Ich kann dich holen, Kilian, egal was es gekostet hat. Hast du gesehen? Ah, jetzt. Panzer, der ist eben so Buster. Alter! 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 Das sind Abschiedsflieger Grauens. Und mein Panzer ist robuster. Hättest du gerade können für im Golfwagen kommen, Alter. Alter, wieso verlieren wir das jetzt so her? Der Start ist so gut gewesen. Seite hat jetzt die Mehrzahl der Einsatzziele unter ihrer Kontrolle. Achtung! Feindliche Kräfte greifen Bravo an! Alter, das sind einfach alles die Besten. Polizei von B wieder. Ich hol für D. Wir greifen Charlie an. Ja, und C haben sie auch. Wieder. Feindliche Kräfte attackieren Einsatzziel Delta. Bravo ist wieder frei von Feinden. Alter, kannst kein Meter Panzer fahren, ohne dass da irgendwie 5 Abschießen entgegenkommen. Kann ich Messer. Sehen wir zumindest holen. Ja, on the way. Wir attackieren Einsatzziel Charlie. Was mir trifft oft wieder das erstes? Shanks, ich liege im Zug, im Bus. Okay, Shanks ist auch tot. Tote mit Zahl. Was macht ihr für ein blöder Mod? Was für ein blöder Modus ist das? Das ist der beste Modus, der zum 10.000. Mal, Alter. Doch bleiben! Mein Gott. Nein, wirklich. Werfe Splittergranate! Der Modus ist ja... Oh, die liegen da... Alter, da liegt dort im Eckli, Alter, hinter einem Möbelstück. Kräfte greifen Einsatzziel Bravo an!
What if you feel keen to see the EFC at least review me? Alter, was labern die wieder? Was glauben die? Panzer hat er ihm gestohlen. Ah. Auch ein Nani! Oh, du bist unter dem Panzer. Wir greifen Charlie an. Granate kommt! Alter, egal wo ich laufe, wird die killt. Gegen! Das ist ein COD-Spieler. Doch, es macht sehr viel Spaß. Besonders wenn man mit dem Kilian zusammen on top oben ist. Das beste Spieler vom Team. Aber nicht das Game. Und jetzt? Spulati. Das ist das andere. Ah. Ja, kann halt finden davon aus, dass du Nummer 2 bist. Ah, das ist der Chip. Das ist der Pingwing. Pingwing. Das ist... Bro, das ist der Kilian. Sag, Kilian, ja, ich lieb sag da. doch, dass er noch dort ist, Alter. Da hast du nicht gesehen, das ist ein Tag, wo mich getötet hat. Es tut mir leid. In Ehre, wir müssen... Oh, jetzt nehmen sie schon das Charlie, Alter. Ich bin nicht mal zum D-Führer gekommen, Alter. Das kann doch nicht sein, Alter. Die Runde habe ich aufgegeben. Kilian, mir geht nicht auf. Unsere Truppen haben das Einsatzziel zurückerobert. Wir brauchen Unterstützung im Angriff auf das markierte Ziel. Aua! Das ist verschossen. Dieser wird lieber mal online kommen. Ja, wirklich. Kann so durch Flamen halt, aber... Dann müssen wir anderen Modus spielen, weil der Modus nicht so spaßig ist. Einsatzbereit. Und ich mach schon einen auf Sneaky, Alter, nur aufs E, Alter. Feindliche Truppen stehen kurz davor, die Kontrolle über das Kampfgebiet zu übernehmen. Ah, unser Teammate cheatet. Kilian, er wird auch gecheatet beschuldigt. Skill-X. Wir versuchen Bravo zu erobern. Das ist ja Level 246. Ja, okay, das ist machbar. Wenn du arbeitslos bist, ja. Genau, sagt sie. Die spielen doch gar nicht anders. Zweitbester Squad, aber auch nur durch unsere Kollegen. Spend more time learning dann. Alter, die sind wieder am Haten da. Lecker mir. Der ist auf dem 10. Platz, oder? Nee, der cheatet, der ist auf dem ersten Platz. Nein, der, der rumgekühlt hat. Ah. Die 9 ist es. Gesagt hat, cheaten und trotzdem verlieren. Ja, du weißt, die Leute sind halt, ja. Schnell angepisst heutzutage, oder? So wie Torte mit Salz. Das sind also alles die COD-Spieler, Kilian, die kann man einfach nicht brauchen.
Oh nein, nicht die Map. Oh, das wird wieder anstrengend in dieser Map. Die Missionen muss ich eigentlich noch machen mit dem scheiß Aufklärer. Wir müssen noch mit SMG-Skills machen. Ich habe jetzt einfach gar keinen Bock auf die Map. Ah, ich kann Pionier spielen. Killer niemand hat Bock auf die Map. Das ist eben das Problem. Ja, darum ladet es nicht. Ja, braucht nur eine Person, voilà. Voilà, Ahmed. Jetzt geht's los, Chat. Holen wir uns schnell den Sieg hier. Der Wading ist schon mal unser Teamchef. Das läuft sicher schon mal gut. Level 45, er weiß, was durchgeht. Dann bist du so ein positiver Mensch. Du, Kilian, ich habe Ferien. Wieso? Ja, weil ich noch Schon bitte. Urlaubstag muss aufgeben. Das ist die ganze Zeit Ferien. Was die ganze Zeit? Alter, ich hab den Palm runtergehört. Niemand hat's gemacht. Unterstützung in Angriff auf das markierte Ziel benötigt. Wir haben Echo gesichert. Der Map stimmen meine Farben nicht. Der Kontrast sieht nämlich aus, als wäre das Bild irgendwie Van Gogh gemalt. Einsatzziel Charlie steht unter feindlichem Beschuss. Van Gogh. Wie gut. Unsere Truppen halten den Großteil der Ziele und stehen kurz davor, Boden zu gewinnen. Haben das Einsatzziel zurückerobert. Einsatz bereit! Komm, stürmen wir mal den Berg. Ja, ich bin von hinten abgeschossen worden. Unsere Truppen haben Oh, Scheiße. so viele Leute. nicht länger aktiv. Verteidigungsposition an markiertem Ziel erforderlich. Hä, von wo jetzt? Ah, das war ein Gegner gewesen. Ih, da läuft Cha-Cha-Cha-Musik. Moin. Ja, mal den Berg aufgeräumt da. Sehr schön, Kilian. Oh, tut mir leid.
Unsere Einheiten attackieren Charlie. Digga, das sind so viele Insert-Lock-Headshots. Ah, da wird schon wieder rumgekühlt, dass irgendeiner cheatet. Das ist unglaublich. Heulen doch nicht die ganze Zeit rum, spielen einfach. Wer fährt jetzt mein Auto weg? Ich! Wieso? Bro, hast du mal gesehen, wie wir da unter Beschuss gesehen sind? Ja. Ja. Dafür habe ich Gegner abgeschossen, oder? Ist gerade ein von uns in der Mühle. Jetzt nicht mal, Alter. Wo liegt auch noch einer am Boden? Tschüss. Dach! Habe ich auch. Bist du umgefahren? Ja. Panzer hinter uns, fahr weg! Der Tut! Oh, innen! Ja. Steu noch hin. Und jetzt nicht mehr. Doch, einer ist noch. Der ist doch oben drauf. Jetzt kommen wir da nicht mehr raus. Jawohl. Wir müssen C wieder genau. Ja, C! ja. Dort hinter dem Auto. Im Baum. Anni. Das LMG ist geil. So 360 Grad. Oder heilt uns. Dach sind sie, ja. Ein weg, zwei weg. Das LMG ist auch brutal stark. Einer ist bei uns da zur Höhe. Au. Vorne ist ein Auto. Rechts auf der Straße. Das Problem ist, wir haben da gerade ein bisschen Schaden bekommen. Anni. Ja, sehr gut. Warte mal schnell. Super. Soundbar. Campaign. Auf dem Dach, links. Ziele unter unserer Kontrolle. Nochmal einer. Ah. Verrutscht. Alter. Da kommen sie. Ja, Mine plus der. RPG. Das war eine gute Runde gewesen. Ja, für dich. Das war das Dings gewesen. Captain Dings, wie sie vorher gesagt hat, das ist Cheater. Das spielt jetzt gegen uns. Eigene Kräfte haben die Mehrzahl der Einsatzziele unter Kontrolle. Bringt uns bereit! Markiertes Einsatzziel unter Beschuss. Verteidigt die Position. Wieso steht alle um Fuck den Jungen? off. Keiner nimmt sie. Ich weiß es nicht. Ja. Feindliche Hallo. greifen Einsatzziel Bravo an. Die ist ja so leise. Wieso höre ich mir jetzt doppelt? Gell? Was hast du gemacht? Gottverdammt!
Hallo. Let's go. Ja, Gut. das ist besser. Ja, jetzt ist besser. Springsatz ist klar! Ich glaube, die Runde geht nicht mehr so lang, Ja, ich lose wie richtig es hart. aussieht. Streitkräfte bekämpfen Einsatzziel Delta. Es liegt einfach an der Map. Im Angriff auf das markierte Ziel. Oh, sieht mir keiner rein. Kilian hat das Auto auch. Wir greifen Einsatzziel Delta an. Was hast Das Auto habe ich nochmal. du? Ah, rechts fährt der Panzer. Aufpassen. Auf der Straße. Einsatzziele unter unserer Kontrolle. Verteidigt So bin ich. Stellungen. Ah ja, sogar bei uns im Squad. Ja. Hügel oben schießt sie auf uns. Warte. Ja, fahr weg. Ah, okay. Sie haben uns. Alter, irgendwie sind heute alle im Chat am Rumheulen, Alter. Es ist so langweilig. Fucking CO4. So, Digga. Ein Spiel nicht. Gang vorne spielen. Joscha, viel Spaß in der Schule. Zeigst deinen Lehrer Kurs. Können wir folgen auf Twitch. Twitch Prime ist kostenlos. Alter, was ist das? Einfach ein bisschen Werbung machen in der Schule. Nein? Da kannst du ihm sagen, wenn sie die Schule gut abschließen, können sie auch mal regional Manager werden. So Leute haben ihre Jobs. Was habe ich da im Panzer? Target Detektor. Was macht der? Target aktivieren. Kann ich die painten und dann? Bringt mir das etwas? Also oben? Ja, Ja, und dann ist schon markiert. und dann? Das Inneren. Wow. Bist du in dem Schützenpanzer gewesen? Ja, Ja, wenn der Fahrer dann die Folge, also die Rakete, die einem folgt, kann er halt gerade quasi, dann kann er erst die schießen. aha. Was für ein Müll. Das ist mega gut. Was für ein Müll. 13 Kills habe ich in dem Auto gemacht. Respekt. Du Speck. Ja, also Isa, wieso müssen wir so früh wieder gehen? Ist doch Mittwoch. Muss Ah, ja. Hauptprobe. Ah, jo. Was für eine Hauptprobe. Wir gehen am Samstag an World of Dance. Schweizer Meisterschaft. Oha. Mashallah. Maschallah. Musst du eigentlich? In Biel. Gibt's viel Spaß, Alter. Grusig, Alter. Bäh. Krass. Biu! Krass, jedes Mal, wenn ich da muss, Alter. Bio! Du, ich gehe mir nicht Biel anschauen. Ist wahrscheinlich egal, wo die Halle steht. Wäre nice, wäre es ein bisschen näher, aber Biel ist okay. Besser wie Genf. Ja. Letztes Jahr war es, glaube ich, in Genf. Aber wenn dann, also ich bin wahrscheinlich im Auto, aber wenn du im Zug kommst, halt dann da kommst, halt. Nein, sicher nicht im Zug.
beim Lotto gewonnen. Dann sehe ich schon mal die ganzen Drogendealer und keine Ahnung was, Alter. Früher ist es In so Basel gewesen. eben viel schöner am Bahnhof. Ja. Im Gegensatz zu Biel, ja. Im Gegensatz zu Biel Also ist, der SBB Nur ist mit ja auch eine Bürgermeister. Katastrophe. ja, Gestern haben sie am SBB haben so wie 4 Leute halt ein Schlagzeug aufgestellt dort. Kilian, benennen Sie doch einfach, entweder sind es Linke oder Ausländer, Kilian. Nein. Ja. Eben. Haben sie einfach das Schlagzeug aufgestellt? Ja, Haben Schlagzeug gespielt? Am Bahnhof. also wenn es Geld hast für ein Schlagzeug, geht es nicht so schlecht. So, unsere Spotleader machen mal nichts, hä? Wer ist das? Isa? Ja. Gottlieb D markiert. D. Das ist nicht markiert. Das ist gar nicht markiert. Also. Ich hab's markiert. Ich bin gestorben. Ja, irgendetwas stimmt da noch. Kilian hinten. Oh. Kilian nach da rum. Ja, sehr schön, Kilian. Nein! Jo, ich Ja, ich bin am Nachladen gewesen. hab's gesehen, Kilian. Aber er glaube auch. Ja, wir beide. Einsatzziel Delta steht unter feindlichem Beschuss. Feinkräfte haben sich die Mehrzahl der Einsatzziele gesichert. Oh, ich muss eigentlich aufs WC gehen. Wir haben Oh, der Kilian. verloren. Hä, wo ist der Gegner hergekommen? Danke, Hol. Wir kontrollieren jetzt mehr Einsatzziele. Verteidigt alle Positionen. Wir haben Befehle. Hallo? Dicke Befehl zum Angriff. Feinkräfte haben sich die Mehrzahl der Einsatzziele gesichert. Feindlicher Angriff auf Echo bestätigt. Verteidigungsstellung bei markiertem 15. Ah, fuck, das sind zwei gewesen. Achtung, Nummer 2. Ja, Ah, in der Türen ist auch noch ein. ja, aber er brennt. Er brennt. Immer noch. Das ist ein knusprig braun geworden. Oh, viel das brennen. Haben schon den Bravo verloren. Goppaloni. Alter Schwede. Zu jedem Territorium erobert. Einfach Medizinische Unterstützung! Ja. Wir haben eine Einsatzstellung! unter feindlichem Beschuss. Komm schon! Die Mehrzahl der Einsatzziele unter ihrer Kontrolle. Ah, das ist gerade noch mal in der Ecke. Achtung, komm. Das ist ein Kollege. Alter. Nein. Ja, Doch nein, nicht. hinter ihm ist noch einer gewesen. Ja. Er ist gestorben. Hans, hol mich. Hans! Oh, Hans ist in die Luft geschossen worden. Ist eigentlich jetzt wieder Smoke-Granaten dort? Medic! Erst mit Smoke. Falsche Loadout gewählt. Weiß nicht. Du Kilian, ich weiß es nicht. Sieht irgendwie so aus. Verteidigt die Position.
Tatsächlich hast du das Falsche ausgewählt. He? Sani! Oh. Wir sind nur da nicht. Alter, von vorne, von hinten. Face, NN. Face, NN, da. Alter, ich hab ihn getötet. Diege. Scheiße, ich hab was abgekriegt! Aua. Medic. Einmal auf D oder so. Blute. Gar kein Winkel auf mich. Anscheinend schon. Truppen haben weiteres Territorium erobert. Vergesst Gold und richtet eure Ich sehe, würde ich zuerst mal rein. Splittergranate! Oh, oh man. Sie können killen, sie können. Da brennt. Jo. Julian, hinter dir. Die legen mal das Bombbeacon an. Weiter geht's! Wir brauchen Unterstützung im Angriff auf das markierte Ziel. Versteckt er sich mit dem grünen Laser, Alter. Psst. Ja, dann ist es halt ab. Hey, schon ab! Sie dran. Wir halten jetzt die Mehrzahl der Einsatzziele. Verstärkt unsere Stellungen. Ja, nicht sehen. Wir haben Einsatzziel Charlie verloren. Feindliche Panzer Erhalten jetzt mehr Einsatzziele. Feindlicher Panzer agiert östlich von eurer aktuellen Position. Wir haben mehr Einsatzziele gesichert. Delta steht unter feindlichem Beschuss! Stab! Bereithalten! Digga, wieso brenne ich jetzt? Den haben wir wieder. F haben wir auch. Mhm, E brauchen wir und B brauchen wir. B sind gerade 2 Menschen drauf. Delta wurde gesichert! Die geben mir den Schrotflinte, der Hustitsch. Sani? Ich kann nicht zu dir kommen. Mein Feuer liegt bei dir. Gut, das. Jetzt ist es weg. Ja, daneben gewechselt, danke. Alter, so viel Weg gewesen. Digga. Einsatzziel Echo Da waren noch ein paar.
Munition ist mega gar nicht vorhanden. Ich laufe einfach so rein, mache aber nichts. Das ist nicht gut. Wir verlieren F. Splittergranate geworfen! Alter, der Panzer. Einsatzziel Delta. Bei F sind ein paar Panzer. Sofort in die Verteidigung übergehen. Wir haben jetzt die Hilfe der Jetzt schießt er weg, da raus. Beide unter den Stegen. Bei mir. Nein. Oh nein, da ist spannend. Ja, ist gerade umgerannt. Ah, der Kilian, wo fahrst du wieder drüber? Ja, das sagt er. Und wir am wenigsten erwartet. Ah, der Kilian, unten sind Minen, unten sind Minen. Nein. Ich steck fest. Ja, man merkt's. Der Panzer, also... Das musst du dem General erklären, was du mit dem Panzer gemacht hast, Alter. Splittergranate geworfen! Name E. Gegenseite kontrolliert jetzt mehr Einsatzziele. Der brennt. Er ist gestorben. Da kommt der Panzer, Kilian. Den Befehl anzugreifen. Das soll jetzt eh rein. Sprengsack ist scharf! Bereithalten! Alter, Sprengladung ist scharf! gerade in der Küche nichts mehr. Nein, nicht du. Splittergranate geworfen! Achtung, feindlicher Angriff auf Charlie. Alter, schon wieder. Da ist Alter, wieder das Schrotze, steht da Schrotze. drin. Ja, der Cheater. Mäckle. Ja, ich weiss. Ist keine Granate. Nein, aber nicht mehr. Jetzt Sannen. Kilian, Danke. ich bin unter der Treppe. Oh, ich habe mich selber abgefackelt. Irgendwo ist schon mal einer. Ah, hinter dir, Kilian. Ich brauche ein Nein. Irgendwie wird. Ja, bin ich auch gesehen, umgestorben. Oh, danke. Wir brauchen Unterstützung im Angriff auf das markierte Ziel. Da wird immer geschossen. Ah, das ist über uns irgendwo. Kontrolliere die Mehrzahl der Einsatzziele. Schlag zurück!
Alter, der ist da oben. Ja. Oh, ich Der ist stehe gerade fest. rechts. Ja, Steht so ein scheiß Tisch. Oder liegt. schade was. Steht oder liegt? Ja, ist gelegen. Sprengladung ist scharf! Wir greifen Einsatzziel Delta an. Sprengsatz ist scharf! Bereithalten! Wir haben die Mehrzahl der Einsatzziele unter unserer Kontrolle. Ah, ist jemand da? Gerade hinter dem Klopfen. Zwei. Ah, und jetzt haben wir sie da offen. Wenn sie eh ist. Verdammte medizinische Unterstützung! Können wir auf 10? Ja. Ja, du. Heidi. Ich brauche einen Sunny! Wieder beide Seiten. Geil, Alter. Einfach eingestiegen. In die Mine. Ich habe es nur auf der Karte gesehen mit dem Auto und dann habe ich 2 Kreuzel gesehen. Das ist so klar, weil alle tun immer vor dem Ausgang Mine anmachen. Aber wirklich, 4 macht irgendwie kein Damage mehr. Hä? Panzer zerstört! Da rennen Leute. Verteidigungsposition am markierten Ziel erforderlich. Okay. Ah, hinter uns, Kili. Ich brauche einen Sunny! Genau, von dort, wo wir vor sind. Ja, da brennt sicher mal. Nein, Weg. ja. Ich liege da. In dem Feuer. Jetzt ist das Feuer erloschen. Ah, oben. Ja. Mit der Schrote. Wir verlieren 10. Ja, aber uns das ganze Team steht, kommen wir noch weh. Ja, Das werden sie ja wohl schaffen. ich weiß nicht. Die Gegenseite hält mehr Ziele. Wenn das so bleibt, gewinnt sie Boden. Digga, wie verschieße ich? Ich muss aufs WC, Alter. Schon wieder. Ja. Feindliche Kräfte haben alle Einsatzziele erobert. Neutralisiert ihre Kontrolle. Verlieren wir das wirklich einfach. Ich sterbe gerade einfach nicht. Ja, es sieht scheiter aus gerade. Läuft mir voll ins Gesicht. Jo, irgendein von diesen Medics da. Ich glaube, du musst. Es laufen 5 andere um, aber keiner will. Digga! Ich komm da zurück und ich brenne einfach nur. Und da ist gerade Riesenkrieg. Ja. Ja, jetzt müssen wir unbedingt etwas holen. Man kommt ja da gerade. Oder eben.
mal zu D. Oh, linke Seite. Schießt. Da kämpft natürlich schon einer. Da. Nein. Ich leg den. Ja, ich auch. Bro, du bist ein Medic, Wahnsinn. hallo? Nein, wow, jetzt kommen sie gerade richtig auf die. Ui. Unsere Truppen haben das Einsatzziel zurückerobert. Achtung! Feinkräfte haben sich die Mehrzahl der Einsatzziele gesichert. Miron! Miron! Nein, der Miron läuft weg. Der hat Sonst über C. Ich weiß nicht, ob es einfach ist. Alter, der eine die hat 70-6 bei denen. 70-6. 1. Quatschen. Level 276. Kilian, ich bin größter. Medizinische Unterstützung! Ich bin schon wieder. Komm, Medic, ich lieg unter dir. Unterstützung im Angriff auf das markierte Ziel benötigt. Die holen uns. Keine Chance. Die holen schon Delta. Ja, schaffen wir noch. Unsere Truppen haben das Einsatzziel zurückerobert. Oh, hier ist ein Tank. Oh. Ja, das ist... Nein. Wir haben 2. Jetzt müssen wir die auch verteidigen. Kräfte haben die Mehrzahl der Nein. Einsatzziele unter Kontrolle. Ja, doch, Kilian. Ja, aber. Ja. Ja. Bis es da fertig ist. Aber keine Sekunde verlieren. Ja. Wir dürfen keine Sekunden verlieren, ne? Das ist krass. Ja, ist Ich habe krass. gerade richtig viel auf die. Und 10 verlieren wir auch. Fuck. Und das ist keiner mehr von uns. Ja. I was the last man standing. Ich darf es einfach nicht rein. Hallo? Kräfte haben Nein. das Einsatzziele gesichert. Die hat sich ja. Ihr old Battle Dead. 76, 6, glaubst du selber nicht. Ja, aber es ist das Zweite beste Squad. 60 Kills. Ja, wenn halt Haus Ja, wir haben auch eingenommen wie blöd. Ja. An 19 Eroberungen, Alter. Crazy. Alter, der hat 76,6. Ah, halt einfach ein gutes Spiel, oder? Ja. Ich kann mich nicht erinnern, von dem gekillt worden zu sein. Das ist aber so gut gewesen, hätte ich so schnell gekillt. Weiß nicht mehr.
Das sind eben die ganz guten Gillian. Cheater, die man gar nicht bemerkt, dass sie cheaten, nur in der Statistik. Da weiss ich nie, welche Waffe gescheit ist. Doch, ich lerne ändern, nicht warum. Missionsziele sind markiert. Wir müssen mehr Ziele halten. Ich will Chef, Okay. Wo sind du? F. Befehl, das Einsatzziel dort zu sichern. Kann ich nicht sehen. Ich komme mit. Ich bin gerade auf dich Ich glaub- gestorben. Delta wurde gesichert. Scheiße! Isani! Weiter geht's! Der ist gerade Dritter Weltkrieg. Irgendwie Oh, spielen, nochmal. irgendwie spielen gerade alle mit RPGs. Unsere Truppen halten den Großteil der Ziele und stehen kurz davor, Boden zu gewinnen. Ich war mit dem falschen Abend. Ah, einer ist schon wieder gesehen. Alexi! Ah, es schießt natürlich mich ab. Der Inked Boy. Ja, super. Lebst du noch? Ich? Ja. Also wieder. Also, der mit Revive. Scheiße! Ich hab was auf die Granate geworfen! Granate geworfen! Alter. Verbrennt. Warte, ich hol dich. Ja, super. Du brennst schon wieder. Auf. Also, wenn ich vor allem nicht Revive, dann stirbst du gleich. Ich möchte auch Revive. Ich bin ja dran. Ich muss ihn einfach wieder umbringen. Nein, einer hinten oben. Wir weiter! Alter Sniper auf einem Gebäude, wo man nicht sein sollte. Geil, love it. Doch, das ist normal da drinnen. Ja, da ist Dort, normal. Ja. Kannst du über. Alter. Hol ich grad. Und ich habe mit dem Seilzug umgebracht. Für Premium.
Alter. Ich will die ganze Zeit in die Arschloch hingeschossen, du von hinten, Alter. Verdammt nochmal. Ich kann immer mit dem falschen landen. Chat, das ist unglaublich. Glück, das ist jetzt das gleiche. Die Taylor. Das habe ich eben, das Gefühl habe ich eben auch. Wir kontrollieren die Mehrzahl der Einsatzziele. Ah, der Pisser geholt. Im Heli ausgestiegen. Scheiß Sniper da oben. Skill-Issue, yep. Ziele unter unserer Kontrolle. Verteidigt unsere Stellungen. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, es hinten. Feindliche Kräfte greifen Alpha an. Wir versuchen Bravo zu erobern. Level 208. Wo kommt der jetzt? Einsatzziel Bravo ist wieder neutral. Ja, was? Hast du über dir gesehen? Ich habe geholt. Ja, ich weiß. Komm. Aber. Komische Nein! Situation. Digga. Oh, zitterst du. Oh, du machst richtig einen Budischen. Oh nein! Thank you. Welcome. Tiger. Alter, ich drück doch Fallschirm. Wer ist schon wieder am Boden gelatscht? Jo, aber ich kann wirklich nur viel drücken. Ich bin erfahren. Für ihn, Chat, 1-0 für ihn. Tank, Haben sie wieder? Position am markierten Ziel erforderlich. Eigene Kräfte haben die Mehrzahl der Einsatzziele unter Kontrolle. Achtung, du verlässt das Alter. Kampfgebiet. Nein, Ich und dann ist auch noch einer. mal mit dem Scheißding. Das ist schlimm. Ich hab RPK und das ist witzig. RPG habe ich gelesen, das ist gut. Was? Ich kann mal einfach leveln, Alter, den Spawner und Kollegen. Feindliche Truppen haben weiteres Vergessen Alpha. Sami! Ach und? Alexi! Ja, Der bist du ganze aber Rabe nicht landet auf mir und läuft weg. Machen wir weiter. Splittergranate geworfen! Digga, es kommt noch ein Panzer, Alter. Jetzt haben wir das C schon verloren. Ja, du, Kilian, das C verlieren wir die ganze Zeug, ich sag's dir. Aber C-Fight finde ich da am witzigsten. Seite kontrolliert jetzt mehr Einsatzziele. Sie waren überall, Chat. Ziel Delta verloren.
sind überall gewesen, Gott verdammt nochmal. Charlie ist unter feindlicher Kontrolle. Ah, ich stand auf dem Heli. Nein. Oh nein, ich stand auf dem Heli. Ja, und ich komme da wieder so aufs Leben an, und von links, rechts, überall. Es sind 1000 Leute da gewesen. Und der Alex holt uns natürlich nicht auf und stirbt auch. Ja, weil der da hinten halt noch chillt. Es ist katastrophal. Es ist katastrophal, meine Damen und Herren. Wir greifen Einsatzziel Delta an. Ich habe eine feindliche Scharfschützen in unserem Missionsgebiet gesichtet. Wir versuchen Bravo zu erobern. Sprenggas ist da! Bereit! Was? Da lag schon wieder. Sprengladung bereit! Tobi. Wir haben Echo gesichert. Wir haben die Mehrzahl der Einsatzziele unter unserer Kontrolle. Ah, das schaffen die. Das bekommen die hin. Kilian, Zugriff auf dich! Einsatzziel Delta an. Okay, es ist niemand da. So knapp. Wir haben das Einsatzziel zurückerobert. Jetzt haben wir alles aus der See. Aber jetzt hoffen sie ja gerade mit Weltmeister. Da hockt einer von uns auf der Schisse auf die See, ja? Ja, Kilian, vielleicht hat er Laktose intolerant. Ja. Nein, wieso? Nein. Alter! Ich muss glaube ich eine neue Waffe versuchen. Ich schaff's nicht. Ich schaff's wirklich nicht. LOV. Das ist ein guter Sturmkill, Kilian, kann ich Ihnen empfehlen. Feindlicher Panzer agiert westlich von eurer aktuellen Position. Sprenggas Ja, bereit! PK gerade witzig. Oh shit, alter Tag. Ah, weg hier. Sprengladung ist scharf! Aber sie ist halt ein bisschen langsam. Delta steht unter feindlichem Beschuss. Ich nehme die. Granate geworfen! Wir halten aktuell mehr Ziele. Unsere Truppen sind kurz davor, Territorium zu erobern. Er ist tot. Medikit, hier drüben! Nehmt mit, was ihr könnt! Einsatzbereit. Einsatzziel Bravo steht unter Beschuss. Bravo. Du, Kilian, ich heile dich, warte. Ich bin gerade immer der. So geht Unsere Truppen haben Territorium. Oh, das ist ja Gegner. Länger ein Ziel. Kilian, du bist bald tot. Rückzug, Wo kommen Kilian. denn, wo kommen denn die RPGs? Ich weiß es nicht. Ich bin hier! See? Konsum! Ja, ja, der auf dem Dach. No. Was? Unsere Truppen haben kampfbereite schwere Panzer. Achtung, feindlicher Scharfschütze in eurem Gebiet beschädigt. Digga, die Granaten, Mann.
Aber ich höre einfach auf Schießen, ich bin so dumm. Das markierte Ziel an. Wir haben mit unserem Angriff auf Echo begonnen. Oh, verdammt! Ja, mal wieder C. Unser Angriff auf Echo läuft. Aua! Einsatzziele gesichert. Bereitet euch auf feindliche Angriffe vor. Killt. So, jetzt muss ich einfach kaum Fehler zu nehmen. Jawohl. Unsere Team mit ein 45 Kills. Immer wenn ich mit dem Panzer bin, ist doch kein Reparaturmensch da. Kilian bewundert dich immer. Ja, vor uns Heli. Aber irgendwo ist der Kampfheli noch. Ja, Oh, da, der da. Kampfheli. Der schießt nämlich gut. Ja, sehr gut. Das ist ja Level 72. Wir kontrollieren jetzt mehr Einsatzziele. Verteidigt alle Positionen. Feindliche Kräfte bekämpfen Einsatzziel Echo. Oh, es waren zu viele. Wir greifen Einsatzziel Delta an. Wir haben Delta freigekämpft. In der Kiste drin. Wir benötigen Unterstützung in der Verteidigung. Bei E sind sie ganz oben. Ich bin nur am Sterben! Einsatzziel Delta steht unter feindlichem Beschuss. Alright. Hey Lara, Forst, danke vielmals für den Follow und grüezi. Haltet weiterhin mehr Ziele. Hallo Kilian, du wünschst mir, hä? Keine Kontrolle über Bravo mehr. Oh Kilian hat mich gewünscht, aber Angriff auf das markierte fein, oh shit. Thank you. You're welcome. Oh mein Gott. Au. Für das ist die Waffe ein bisschen langsam. Feindlicher Angriff auf Delta Ja. läuft. Mir geht es gut, oder an dir? Fein, fein, you. Ja, das haben wir eh gewonnen, von dem her können wir es abhaken.
Nein. Was ist denn da? Es sind ganz viele um die Ecke gesehen. Einsatzziel Bravo steht unter Beschuss. Wir haben Einsatzziel Bravo verloren. Werfe Splittergranate! Do you play League of Legends? Oh no, my dear. Oh no. I want not cancel. Alter, ich spiele doch kein LOL, Alter. So, Freunde. Mare hier. Ciao. Viel Spaß noch. Danke, Ihnen auch. Danke, tschüss. Tschüss, tschüss. Yes, you can ask everything. Oh, bald Level 111 Kilian. Ist das nicht schön? Hm. No, thank you, arrivederci, buonanotte, ciao. Das ist klar. Immer wenn sie Englisch reden, werden sie etwas verkaufen. Yep. Mhm. I need nothing, I'm happy with my bullshit-o. But Amazon Prime is free. Wenigstens bin ich Spotchef. Holen wir uns das Ziel. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben Befehl, das Ziel dort zu sichern! Marsch! Wir haben Befehl, das Ziel dort zu sichern und zu halten! Bereich sichern. Erobern. Munition, hier! Bedient euch! Unsere Kräfte haben Charlie erobert. E markieren. Wir haben Befehl, das Ziel dort zu sichern! Wir kontrollieren jetzt mehr Einsatzziele. Verteidigt alle Positionen. Jo, genau. Ich hab was abgekriegt! Meldex! Super, einer von unseren Squads fliegt eh bald raus. Bei markiertem Ziel benötigt. Wir müssen die Position dort verteidigen und halten! Feindkräfte bekämpfen Einsatzziel Golf. Verteidigt das Gebiet dort! Bewegung! Wir haben die Kontrolle über Bravo verloren. Wir halten aktuell mehr vor, Territorium zu erobern.
Achtung! Feindliche Truppen haben mehr Einsatzziele gesichert. Wir versuchen Delta zu erobern. Weiter geht's! Eigene Kräfte haben die Mehrzahl der Einsatzziele unter Kontrolle. Was ist das? Ace. Wir haben die Kontrolle über das Ziel zurückerlangt. Feindliche Kräfte halten jetzt mehr Einsatzziele. Digga. Wir haben Befehl, das Ziel dort zu sichern! Einsatzziel Bravo ist an die Gegenseite gefallen. Scheiße! Ich hab Oh, abgekriegt! das sind viele gewesen. B finde ich da am geilsten zum Spielen. Feindliche Kräfte greifen Einsatzziel Charlie an. Alter, was höre ich auf Schießen? Nein, also, du. Hat sie nicht so reviven. Einsatzziele. Verstärkt unsere Stellungen. Alter, ist full. Wir haben Befehl, das Ziel dort zu attackieren! Feindliche Kräfte kontrollieren die Mehrzahl der Einsatzziele. Bleibt zurück. Haltet mir den Rücken frei! Digga. An alle Einheiten. Leicht gepanzerte Fahrzeuge sind einsatzbereit. Die Gegenseite kontrolliert jetzt mehr Einsatzziele. Nehmt so viel ihr tragen könnt! Einsatzziel Alpha wurde freigekämpft. Machen wir weiter! Neue Befehle! Wir sollen das Ziel dort attackieren! Ich meine, du bist das? Aber du versteckst ja dort in der wirklich. Ja, ich bin meine Granaten am Aufladen gesehen, oder? Oh, es kommt von hinten der Zack Brown, Alter. Killt mir einen mit einem Kopfschuss mit dem Revolver. Im Fall, Kannst du keinem erzählen. ja. Komm schon! Wir halten jetzt die Mehrzahl der Einsatzziele. Verstellen unsere Stellungen. Wir greifen Einsatzziel Bravo an.
C markieren. Ja, einen Moment. Und der E gerade ein bisschen unter Beschuss. Hat schon. Verteidigt das Einsatzziel dort! Wir halten die Mehrheit der Ziele. Weiter so, dann gewinnen wir Okay, darf deine Müsli bezahlen. Wartet. Okay, wir haben Befehl, das Einsatzziel dort zu sichern. Einsatzziel Bravo steht unter Beschuss. E markieren. Wir haben Befehl, das Ziel dort zu attackieren. Einsatzziel Bravo verloren. Wir haben Befehl, das Ziel dort zu attackieren. Ja, brennende Arschloch. Hä, was stirbt da nicht? Alle Einheiten. Unsere Truppen haben Territorium erobert. Alpha ist nicht länger aktiv. Komm zum Gangli. Machen wir weiter. Wir versuchen Bravo zu erobern. Über B. Genau. Nehmt mit, was ihr könnt. Wir halten jetzt die Mehrzahl der Einsatzziele. Verstärkt unsere Stellungen. Alter, das kann nicht sein, Alter, dass er so schnell aufschaut, Alter. Hat mir gehabt. Einsatzziel Bravo an. Unterstützung in der Verteidigung am markierten Ziel. Einsatzziel Bravo ist an die Gegenseite gefallen. Hier wimmelt es von feindlichen Einheiten. Mist! Brauche einen Johnny! Schaffst nicht das B rein, hä? Ja. Die Gegenseite hält mehr Ziele als wir und wird bald Boden gewinnen. Wir versuchen Bravo zu erobern.
Alter, mit der Schrotflinte. Gib doch mir einfach ein Heli. Da verlieren wir jetzt B schon wieder. Jo, die haben irgendwo da den Spawnpoint, Alter. 100 Pro, Alter. Irgendwo wahrscheinlich bei dir oben da, im Gebüsch, Alter. Kann nicht sein, dass sie die ganze Zeit so schnell da ankommen. Oh shit. Ich nehme so viel ihr tragen könnt. Warum ist an der Leihe auf das B? Ich schon von hinten abgeschossen wird, Alter. Ohne Kill ja nicht drin. Wir haben Bravo freigegeben. Wir haben jetzt die Mehrzahl der Einsatzziele unter unserer Kontrolle. Verteidigt unsere Alter. Stellungen. Greift das Ziel dort an! Vorwärts! Bekämpft das Ziel dort! Da läuft immer noch da einer. Sagte, die haben gerade wieder bald B. Jetzt verlieren wir C. Wir haben das Einsatzziel zurückerobert. Eigene Kräfte haben Einsatzziel Charlie verloren. Angriff auf das markierte Ziel. Die sind erledigt! Wir greifen Einsatzziel Delta an. Alter, er liegt einfach im Ecke. Jo, Achtung, Einsatzziel Echo steht unter Beschuss. Ja, Einsatzziel sichern und halten! Wir sind ja wieder mal erst am zweiten Platz. Jo, Wie es du. gehört. Ja, aber... Freiheit, Danny! Komm schon! B nehmen sie. Ja, dauert. Sofort in die Verteidigung übergehen! Marsch! Feindliche Kräfte
Jo, der wartet gerade um die Ecke. Scheiße Granate. Ja, das ist ja gesehen. Move! 4 Stück. Ich brauche einen Sunny! Nein, ich habe mich selber abgefackelt. Ich habe einen feindlichen Panzer östlich von euch gesichtet. Einsatzziel Charlie steht unter feindlichem Beschuss. Unsere Truppen halten den Großteil der Ziele. Der Charlie. Wir benötigen Unterstützung Oh nein. der Verteidigung am Jetzt haben wir wieder selber abgefackelt. Ganz schnell rum. Feindliche Kräfte haben Einsatzziel Charlie gesichert. Ich brauche einen Sunny! 86 Schaden. Kann doch nicht sein. 4E. Verteidigt den Punkt dort! Macht schon! Die Gegenseite greift Echo an. Unsere Truppen haben das Einsatzziel zurückerobert. Das Pass aufrecht, dann gehört das Einsatzziel uns! Dicker Kopfvogel. Haben Territorium erobert. Ziel Bravo. Ich bin negativ. Feindliche Kräfte greifen Einsatzziel Charlie an! Du, es ist gerade ein. Unterstützung im Angriff auf das markierte Ziel. Ah. Plan. 10. Neue Befehle! Wir sollen das Ziel dort attackieren! Achtung, feindliche Truppen haben mehr Einsatzziele gesichert. Kann ich nicht joinen. Ja, wenn dann verbluten bin. Jo, Alter! Alter, wieder Schrot. Ja, mir auch. Sunny! Aus 50 Meter Entfernung. Alter, ich spawn! Und hinter mir ist ein Gegner, der mir direkt in den Kopf schießt. Was Ich soll war gerade das? da gewesen. Was? Was? Mit dem Sniper? So? Genau. Schade. Wir versuchen Delta zu erobern.
Noobs müssen reinnehmen, hä? Ja! Steck den Panzer fest. Ja. So, Kollege Bau. Gut, aber nicht, wenn alle im Panzer spielen. Charlie an. Die Gegenseite greift Echo an. Ich komme bei dir rein! Endlich! Truppen haben mehr Einsatzziele gesichert. Feindliche Kräfte kontrollieren die Mehrzahl der Einsatzziele. Schlag zu! Die haben da wirklich. Wir brauchen Unterstützung an dem markierten Einsatzziel. Wir haben mit Ich bin auf unserem Echo begonnen. Alter, ich schieße 5000 Meter über den Kopf drüber. Mehr Einsatzziele gesichert. Schaffen wir das auch schalten? Der E-Push ist brutal, hä? Ja, C, ja. Splittergranate geworfen! Feindliche Kräfte bekämpfen Einsatzziel Echo. Wir benötigen Unterstützung in der Verteidigung am markierten Ziel. Oh ja, C, Alter. Eieiei. Aber eben. Oh. Da kriegt eine Nase auf E oder so. Ja, Zwei. Panzer. Wir kontrollieren Echo nicht mehr. Alles klar! Sichert das Ziel dort! Irgendwo ist einer. Unsere Kräfte greifen Delta an. Natürlich, du kleiner Hoden-Kobold. Brauch ein Sunny! Oh nein. Sie sind eh drinnen. Oh je. Aber wenn wir den bekommen, ist auch gut. Es langt. Win. Ich
Stirb nur noch! Aber den müssen wir jetzt verhalten. Ja, das haben wir, aber jetzt müssen wir C wieder verteidigen, weil alle von uns sind auf. Wir stehen kurz davor, die Kontrolle über das Kampfgebiet zu übernehmen. Haltet weiterhin die Mehrheit der Ziele. Feindliche Kräfte greifen Einsatzziel Charlie an. Alter! Ich triff nicht! Den verlieren wir. Okay. Alter, 734, Alter, willst du mich verarschen? Aber Alter, der zeigt jetzt schon wieder 62 zu 17, Alter. Jetzt irgendwie doch ein Cheat oder so. Alter, das, die ganze Zeit so hoch. Ja, schau auf der anderen Seite. Mit Ja. 74, 17, Alter, wie geht das? Mit 22 Einnahmen. Ja, später ist das Spiel richtig, aber Alter. Ja gut, ich habe jetzt auch 55 gemacht. Ja. Nur 20 mehr. Ja, aber du bist auch doppelt so viel mal gestorben fast. Ja, das stimmt. Und der ist Level 51. Mhm. Speziali, Speziali. Oh, ich habe schon Hunger, du. Ja, ja. Schrei Jammer! Alter. Oh! Attackiert das markierte Einsatzziel. Ja, da habe ich gerade nochmal geholt. Jo, Alter. Einsatzziel Charlie steht unter feindlichem Beschuss. Alter, ich bin schon dreimal verreckt jetzt, Alter. Willst du mich vergacken? Ich habe noch keinen Gegner gesehen, Alter. Einsatzziel Charlie verloren. Achtung, Foxtrot wird angegriffen. Charlie ist unter feindlicher Kontrolle. Haley habe ich getroffen mit der RPG, aber ich schneide den Tee. Feindliche Kräfte halten jetzt mehr Einsatzziele. Kommt den einfach killen, Alter, der Fuß. Der hat mich jetzt schon dreimal gekillt. Nein. Der hat schon 16 Kills. Alter.
mich auch gerade nochmal gekillt, Alter. Mich auch schon 3-mal. Mehr! Sichert mich! Unsere Truppen halten den Großteil der Ziele und stehen Oh, Alter. Ich habe wohl viele Leute auf gesehen. Alter, Heli hat mich schon bitte! Wir haben einen feindlichen Helikopter. Da haben wir einen Headshot gegeben. Der hat 18 Kills. Alter, ich bin schon 5-mal verreckt. Oh mein Gott. Unsere Einsatzkräfte haben Territorium erobert. Ziel Gold ist nicht länger aktiv. Hat mich schon wieder gekillt, Alter. Das kann nicht sein, ich bin mit dem Fallschirm in der Luft gesehen. Aber ich hab nicht gestorben, Alter. Ich bin mit dem Fallschirm in der Luft gesehen, Alter. Cheat doch der Hus. Und sein Pilot, Alter, hat 0 Kills und 22 Assists. Achtung! Feindkräfte haben mehr Einsatz. Alter! Einsatzziel Bravo an. Eigene Kräfte haben Echo genommen. Wir greifen Einsatzziel Bravo an. Wir halten jetzt die Mehrzahl der Einsatzziele. Verstärkt unsere Stellungen. Ich brauche einen Sunny! Er hat mich schon wieder! Feindliche Einheiten in unserem Sektor! Wow! Jetzt hat mir ein Scharfschütze! Er cheatet doch, Alter. Alter, so wie der fliegt, Alter. Bravo steht unter Beschuss. Nein, der schießt. Ja, aber der, der fliegt. BB sind sie jetzt alle auf dem Dach oben, Alter. Schau, der macht einfach so Kreisle, so ganz kleine Kreisle auf B, Alter. Sie sind dort auf dem Dach. Oh, Der Nutix. Porcodillo, Alter. Nutix fliegt. Und der Monsteri hockt auch drin, oder was? Weil der hat auch 0, aber 31 Assist. Ja, der repariert wahrscheinlich. Der repariert wahrscheinlich, ja. Scheiße! Sunny! Wir sehen einen feindlichen Panzer in eurem Gebiet. Hä? Ja, ich bin gerade gestorben. Splittergranate geworfen! Schwer gepanzerte Fahrzeuge einsatzbereit. Da ist immer noch kein einziges Mal gestorben mit dem Heli. Wir haben Charlie freigekämpft. Jetzt ist er abgestürzt. Unseren Vorsprung bei den Glaub gehaltenen ich. Zielen. Dann können wir Ja. weiter an Boden gewinnen. 34 Kills. Komm mal auf F. Alter, ich bin durch, Alter. Ich bin durch, Alter. Hä? Ich bin durch, du. Ich sag's dir. Einsatzziel Alpha
Alpha steht unter feindlicher Kontrolle. Bis nachher dann auch mal eine Pause machen. Müssen wir kochen. Wir haben die Kontrolle über Bravo verloren. Unsere Truppen haben Territorium erobert. Foxtrot ist nicht länger ein Ziel. Jetzt kommt er wieder. Gehittet. Wir versuchen Bravo zu erobern. Ich bin schon wieder gekillt. Diesmal der Monsteri. Wir haben ein feindliches MG westlich von euch gesichtet. Und Monster auch. Alter, schon wieder? Schön, das ist der Einzige, der mich killt. Nehmen wir mal den Flugabwehrpanzer. Feindlicher Panzer zerstört! Zielwechsel! Feindlicher Heli! Wir greifen Charlie an! Achtung! Einsatzziel Echo steht unter Beschuss. Nein, knapp daneben. Einsatzziel Charlie ist wieder neutral. Wir haben die Mehrzahl der Einsatzziele unter unserer Kontrolle. So regeln wir das hier! Einsatzziel Bravo wurde gesichert. Ziel markiert. Unterstützt den Angriff. Volle Kontrolle über das Schlachtfeld. Bleibt dran. So, jetzt sind sie abgestürzt. Alter, er hat's wieder überlebt. Feindfahrzeug erledigt! Ja, wir verlieren ja schon. Ja, nein, gewonnen. Ja, gut, naja. Ich habe nichts gemacht, Alter. Das 4 zu 13. Kann nicht.
Ja, natürlich sind die besten Squad, Alter. Und bei denen sind auch alle. So, ich muss eine Pause machen, Alter. Ich auch. Gut, wir hören uns später wieder. Ciao. Ciao. So, Chat. Quick break. Die haben uns gerade zu sehr auseinandergefickt mit dem Helikopter, Alter. Ich will kein Battle Royale. Ja, Chat, schnell aufs WC. So, Chat. Kurze Break though.
Google. Noch. Network Connect. Machen wir das Steam auf, ne? Und gucken, was es da so zu schnabbern gibt. Wenn es aufgehoben wird. Also. The Finals. Ist das Chat? Seid nicht Schlachthaus-Chat. Sorry. Schmeckst du das? Ja, habe ich jetzt gerade eine Frage, wenn du Pause hast. Bist du Hackfleisch mit Tomatensauce und Gnocchis? Eigentlich wollte ich dir. Was willst du mir, Amor? Was wollen Sie essen, meine Prinzessin? Hackfleisch und? Hackfleischböden. Mit? Ich bin live, gell? Ich brauche Kohlenhydrate. Und Reis. Nein, Reis nicht. Mit meinen Gnocchis, Spätzle und Schupfnudeln aufbrauchen. Gnocchis. Gnocchis passt gut dazu. Ja, nur. Wäre das nicht so toll? Nein, mit Tomatensauce haben wir dann wieder drin. Okay. Aber koch bitte mit dem Herz, gell? Koch immer mit dem Herz. Nee. Nee. Doch. Nee. Also, Chat.
Da gehe ich mal überkochen. Ukraine Fight Drone Simulator. Alter, what the fuck. WTF. Das kommt übermorgen. 11. Ja. Das kann ich dann morgen anzocken, Chat. Gut, Chat. Bilder. Ist das nicht? Da, Chat. Ich bin in der Küche. Ich muss Essen machen.
Chat. Wir können auch eigentlich das machen hier, so. Hello YouTube! Wir sind wieder mal in einem neuen Video nach langer Durststrecke, weil Diablo und Path of Exile gedacht haben, na komm, wir bringen beide Spiele am gleichen Tag raus. Was heißt es genau? Das bedeutet, Diablo und Path of Exile 2 bringen ja 9 Seasons genau am 12.12. raus. Diablo startet um 5:30 Uhr morgen. Und Path of Exile, glaube ich, um 20 Uhr, da bin ich mir nicht gerade so sicher, habe es nicht gerade so richtig im Kopf, aber beide am gleichen Tag. Was man jetzt natürlich machen könnte, ist morgen früh aufstehen, Diablo reinbuttern, gucken, wie es ist und dann am Abend in Path of Exile gehen. Damit wir ein bisschen Ahnung haben, was auf uns zukommt, gucken wir mal schnell die Videos an, was die da so hochgeladen haben. Diablo gucken wir das ganze Video an, den ganzen Trailer, und bei Path of Exile, weil die Präsentation richtig nice war, gucken wir einzelne Teile an von der Präsentation. Also Diablo. Let's talk about Capstone Also die Musik ist schon mal ganz komisch bei Diablo. Dungeons, because they're back and ready to test your progress as you climb through the difficulty tiers. These dungeons are designed to challenge you at every step of your journey. And here's something important to remember. Even though each Capstone dungeon lists a suggested level, their difficulty doesn't scale with your current level. So plan your approach carefully. Here's a look into the journey ahead. Also, es gibt neue Dungeons. Hier auch der neue Boss. Hier ganz nochmal groß. Und dann gibt es wieder Powers. Zum 7. Mal gefühlt. Und das Campfire war auch nicht gerade die Sahne auf dem Eis, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das, wo ganz viele gehofft haben, was kommt, war der Turm quasi mit der Rangliste. Das kommt leider auch nicht. Das haben sie verschoben. Das kommt 6 Wochen später. Irgendwann im Januar. Da spielt aber keiner mehr Diablo. Weil alle dann schon fertig sind. Schon Top Gear haben. Eine Rangliste muss gerade am Start rauskommen, dass es spannend wird, dass man auch in der Rangliste hochgehen kann, grinden kann mit scheiß Items. Nach 6 Wochen hat jeder das perfekte Item und dann sind die übel süchtigen Typen natürlich auf Platz 1. Also das ist halt, ja, die größte Enttäuschung. Aber was würde uns jetzt bewegen, Diablo 4 um 5:30 Uhr morgen zu spielen? Da gibt es nur eine Sache. In der gleichen Nacht oder besser am Morgen früh, am Freitag um 1 Uhr oder 1:30 Uhr, ist die Microsoft-Präsentation. Und da hat Diablo gesagt, guckt euch das an, da kommt was. Die meisten hoffen, die neue Klasse Paladin kommt. Grund, wieso das kommen soll, ist, weil auch am 12.12. Diablo in China zum ersten Mal erscheint. Weil die hatten da irgendein Problem mit dem Provider dort. Darum gab es kein Diablo 4 in China. Das kommt jetzt, weil sie Frieden geschlossen haben. Darum, wenn der Paladin kommt, hat man da eine neue Klasse. Kann man spielen. Aber mich als Druide-Main, als Bär, interessiert sich das halt nicht so groß. Ich liebe Diablo zu spielen mit meinen Bären. Die letzte Season war geil, die vorletzte Season war geil. Diese Season bin ich halt ein bisschen enttäuscht, weil es nicht so viel richtig Neues gibt. Und wieso ich eher wahrscheinlich Path of Exile spiele, zeige ich euch jetzt. Das ist die Präsentation von Path of Exile. Es gibt den Motherfucking Druiden, auf den wir so lange gewartet haben. Die haben das schon angekündigt, wo Path of Exile rauskam. Man konnte das denn
manche wichtigen Streamer konnten den schon anspielen. Es gab ihn schon mal. Dann kam er jetzt die ganze Zeit nicht. Und nach gefühlt einem Jahr kommt er endlich. Und wie er kommt. Mashallah. Man kann verdammten Bären sein. Many of the skills you use as a human last for a significant period of time, giving you a good chance to turn into an animal and rage out. Richtigen, dicken, fetten Bären kann man But how do you sein. turn into an animal, you may ask? Well, the answer Es is a new gibt weapon type that dafür droids use. Animal auch ein neues talismans. Item, quasi hier. Da könnt ihr dann rumswitchen, was ihr sein wollt. Bär oder Wolf. Und When you der Bär sieht einfach schon mal richtig brutal aus. Da kann man einfach nichts sagen. Guckt euch As den you Bären consume an. rage, your bear form will generate endurance charges. Guckt den These can Bären be used an, with skills Jungs. like ferocious roar. Guckt das an. Bam! Die ganze Erde bebt, Chat. Mashallah. Aber das ist noch nicht alles. Der wird noch brutaler, Chat. Der wird noch brutaler. Fire god Cow. Guckt euch Ever das wondered an? what the Karui god of war would look like if he was a What the bear? fuck? Well, wait no longer. Guckt euch das an, Chat. Finally, build up enough rage and you can use one of the bear's Und ultimate wenn noch mehr Rage Walking habt, Calamity. This skill summons a storm of fire around you for some time. dann hagelt's verfickt noch mal Meteoriten runter, Chat. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, Chat. Es hagelt Meteoriten runter und ihr rennt durch und bringt alles um. True Bearpocalypse. Ja. Also ich spiele fixen Bären. Ich spiele den Fix. Aber eben, man kann natürlich auch einen Wolf spielen. Der sieht so Any marks aus. on your target explode and triggers their abilities. This allows you to pounce to mark an enemy and then summon a wolf even without killing it. Cross Slash also has a Sieht auch nicht schlecht aus. Der Bär hat Feuer, der Wolf hat Eis. Also wenn ihr was Schnelles spielen wollt, dann spielt ihr natürlich den Wolf, weil der macht und die Gegner sterben und der Bär macht einfach bam, bam. Ganz einfach erklärt. Aber dann, Mashallah, ich werde wahrscheinlich nicht am Anfang spielen, aber die haben einfach einen verfickten scheiß Drachen reingesetzt. Chat. Man kann einen Drachen spielen. Was soll das? monsters create Man ist power einfach ein scheiß And this Drache. is when the Wyvern's abilities really come online. Und der hat natürlich Blitz. Using range, you can consume a power charge to Und man kann Gegner fressen, dann ladet er sich Power auf. Und dann bekommt man Blitz. charge up your wings with lightning. Not only does this do a bunch of damage, Holy but moly. it allows you to turn this melee skill into a much larger AoE attack. It's much tastier after all. Alright, so those are some melee options. But how about Das sind die Melee-Options, wenn ihr im Nahkampf seid. Und jetzt kommt's. Ein Drache ist kein Drache, wenn er nicht Feuer spucken kann. Das weiß jedes Kind. range? Well, you wouldn't be much of a dragon if you couldn't breathe fire after all. Rolling magma is the first of the Wyvern's breath attacks. Spit balls of fire that bounce along the Denkt man jetzt, ja komm, bisschen Feuer aus dem Drachen rausschmeißen, das plüpft da ein bisschen rum. Ist okay. These balls will trigger volcanoes as well, so it's a good idea to cast one as a human right before you start spitting. Ist okay. But that's not all you can spit. You have something a little nastier in that gullet of yours. Man kann Öl spucken und dann spuckt man die Feuerspucke drauf und dann brennt's. Mashallah. Spitting a barrage of oil at your enemies will cover them in fire on your enemies. Und jetzt kommt das brutalste Chat vom Drachen. Was ein Drache halt macht. You have wings, so you have to take full advantage of them after all. So fly around and burn it. Der fackelt das ganze Scheißfeld weg, Chat. Unglaublich. Erstens, das sieht brutal geil aus. Zweitens, So, richtig Chat, OP. hä? Drittens, Schön. dann ist das Scheißfeld auch weg. Was Oder ich immer falsche hasse. Attila. Hier. Ich hasse es. Da sieht man die Gegner nicht richtig. Man sieht die Angriffe nicht richtig. Also, fassen wir das nochmal kurz zusammen. Der Druide kann ein Bär sein. Macht Feuerschaden.
Weg. Gehen wir doch rein ins Just Chatting Chat. Yeah, I really haven't been playing Diablo 4 for almost the better part of a year. I think I will log in and try it in December. I will probably do a journey where I play for a couple of days and I push my character as far as I can and give it the good old Boy Scout try. I can't wait to log in December and get my ass kicked on level 1 until I get my skill points to do my capstone dungeon. Anyone who's interested in the new season, our blog and patch notes are live. The patch notes are 1,000 words. The blog is quite long as well, so you've got a lot to read and catch up on over the next little bit. Frankly, the patch notes scare me. Welcome back, you Diablo 4 super fans. Now this video may be the saddest video I've ever made, because for the first time ever, I'm finding it hard to defend this amazing game. Even though it was me who stood up against those who thought finding hundreds of Lilith statues was a really stupid idea. Or that this horse that got stuck on a blade of grass maybe wasn't the best fit for Diablo 4. And who could forget all those amazing powers? All the things that I love about this perfect game have changed entirely, or vanished completely. Yes, I mean you, Gauntlet, but this latest campfire chat? Guys, come on. You even got Rob upset. Alright. Let's go over what we just learned in the Diablo 4 campfire. I'm really gonna try to not dwell on the negative here. But we got some information toward the end, which is essentially just like a sucker punch to the gut. I don't know. Let's just get into it. So, masterworking, we're finally changing masterworking tempering. Better than the old version, very deterministic, kind of not really a whole lot of room for, I don't know, imagination there, which is what I talked about in the interview, but it's what we have. Same problem with tempering, better than nothing, but at least the system has the opportunity to do something. The season journey, you progress now by completing the capstones. I thought removing them was a huge mistake, and I don't know why they did that. It's kind of like doing the lab in PoE 1 or Trial of Suck My Ass in PoE 2. It is 2 skill points and a treasure chest better than actually ascending? No. They dramatically buffed the Kurast Undercity. As we all know, Diablo 4 just rains down loot for you in general, so buffing things is not literally the way to go. There's a couple of things here that I think just really take the wind out of the sails here. Our Chaos Armor's coming back. I think their answer was they said everyone liked it, so the answer is no. Chaos Armor, people loved Chaos Armor. Everyone did. Players, devs, everyone loved Chaos Armor. And the Chaos perks as well. They really enabled a lot of interesting... Yeah, Chaos Armor was chaos for sure. And Ja, wenn es allen gefallen hat, darum kommt sie sofort zurück. Weil es immer versauen. yeah, it's definitely meant to be a flash in the pan and not something you'd have to, tune around for seasons and seasons to come. Where did I shit? Then they moved the date to Thursday instead of Tuesday. And a direct question was asked, why did that happen? And they just essentially said, we just are.
why the 2-day delay. Is every next season going to start Thursday instead of the standard Tuesday? Thank you. We'll let you know when the next season comes out, but for this season, we're just starting on a Thursday. It's going to be 8:30 p.m. when it starts to roll out. So stay tuned for that. Not only the different for us will be up a little bit later, but the nice thing is across the world, it'll be hitting at different times. So maybe it's a nicer time for 8:30 someone in different part of the world. So there you go. On the 11th? That's like the 12th. Way too late. It's not a nicer time for anyone. It's a worse time for everybody. Is that really all they're saying on that? So now it's 8:30 p.m. Pacific time on December 11th, if I heard that right, which is like, I don't know, like 12 hours or something before PoE 2. Maybe they're just building anticipation. If it's a nothing burger, then they are fucked. Then the D4 bad. So again, in the mindset of trying not to be negative and trying to be objective here, I guess we don't sleep and we play 10 hours of D4, beat the whole season, and then go PoE 2, I guess. If this is all for nothing and starting at the most inconvenient start time ever for everyone in the world, then season 11 is dead. Immediately dead on arrival. And here essentially was the punch to the gut. They announced, if I heard it correctly, the tower is not releasing with the season. What is a nice way of saying dick sucking? Tower and leaderboards will be enabled later in the season, so stay tuned for updates through our upcoming blogs and notes. The tower will remain locked. Wait, what? Coming back in the new year. Wait, what? With patch 252. This is actually kind of to make sure that 252. This is actually kind of just to make sure that we have. Wait. What do you say? Be enabled later in the season, so stay tuned for updates through our upcoming. Wait, these are just a few of the exciting updates coming in the season of Divine Intervention. There's no Seawall tower and on launch? Sanctuary. Will be available later in the season, so it's like not going to be released on day one of the season. Dude, what day? No way! They didn't seriously say that just now. Now, we did have a large amount of content for endgame planned for 040, but unfortunately we just didn't get time to finish it. I don't know, I even in my worst nightmares, I wouldn't have imagined that this is delayed. Like, no way. There was never even a hint. So again, thank you everyone for checking it out on the PTR. If all it thoughts will are wrong. not be launching with the season of What Divine the Intervention. fuck? This sounds very bad. Like, I didn't really expect to get disappointed by this live stream. Like, I didn't even think it was on the table that they're not going to release the leaderboard and the tower. So guys, it's confirmed. The season is delayed by 2 days, and there is no new endgame and no leaderboards coming this year. It's all next year. Rob wants to talk to me. Should I call Rob? Do you guys want to talk? He wants to talk to me about the situation. Should we call Rob? You guys want to talk to Rob? All right. Welcome to Rex's Secret Podcast. He asks all the hard-hitting questions. All right, Rob. Tell me how you're feeling, Mr. Diablo 4. Dude, so for me, I went into this dev stream. I didn't even think it was a possibility to get less excited for the season. But I kind of am now. Like, this is just the same mistake that they did with the Gauntlet. A new challenge arrives later in Season of Constrict. Oh, it's not. I see. So we're not. Fuck, I love Riker. I see. Oh, I see. Prepare for the Gauntlet launches February 13th. So we're talking in just a week here, the Gauntlet will be out. One of the big things for how wrong us that for was. season 3 was Because I would have been interested in doing the Gauntlet, if it had been at the start of the season, 100%. It would have been at least like. But I feel like the hype is already dying down more and more the longer they wait. The hype died in season 2. And I also didn't understand really their explanation as to why they delay it, because they specifically call it a beta feature. And what better way to test a beta feature, to have a lot of people testing it and give feedback? We plan to update the tower through multiple seasons, and your feedback will help shape its future. How do you feel about the entire stuff? I only saw your picture. And a similar reaction to me, I guess. I woke up today walking into this campfire feeling
feeling better than I do now. I feel worse now. Yes, and this is the same for me, and I didn't even think that would have been a possibility, because I was actually excited to, learn about all the, solutions and problem fixing that they have gotten like out of the PTR, because we provided so much feedback. And then I really like the beginning, like cinematic that they played, but they just like dropped it in the cinematic, like kind of like towards the end of it, that the tower and the leader was not even launching. And I was like, they didn't say anything. They just said like, it's not launching. And then like they talked for like half an hour about other stuff. And I was like sitting there the entire time, like they just like dropped this and they didn't even explain. And it's like, then come on, please explain. So I kind of like didn't even have the capacity to listen to all of the stuff that they were saying in the middle, because I was like, what? Why are you delaying this? Like, why is it not coming out? Like, all of the players are like hyped at the beginning of the season. Like, you're gonna get the best feedback at the start of the season. And I mean, it's still like 2 weeks until Christmas, I guess, when the season launches. Like, I mean, there's quite some time. So, like, just click the button and release the beta feature. I don't understand that either, because I logged into the PTR and I played the tower and it worked. Like, it was a tower. I killed monsters. The message popped up, like, and that was a month ago. So they had a month to work on it, and now it can't be released. Like, if I imagine a Diablo 4 team, I imagine 100 monkeys in one small house, and there's a house fire, and all that they have to put out the house fire is gasoline. If you release it in January, the people who are small house. Ganz ehrlich. Gefühlt, wenn ich ein Campfire von denen sehe, zuschaue, keiner ist richtig excited. Alles gefaked. Sie reden nur über den grössten Schwachsinn. Machen da hier. Du hast keine Liebe mehr dahinter, nichts alle. Die sind einfach alle froh, dass Ende Monat Geld auf ihrem Konto ist. No love. At all. Sonst kann man doch nicht so eine Scheiße bringen, die ganze Zeit. Mit einem riesigen Team. Wenn es in PTR funktioniert bei dem Tower und es ist eine Beta, dann lass doch in-game auch als Beta. Es wird doch keiner aufregen, wenn da irgendetwas schief geht. Es steht Beta, okay, easy, aber ich kann etwas Neues ausprobieren. Nice to have. Und wenn dann irgendeiner, keine Ahnung, einen Bug herausfindet, dann ist es halt so, aber wow, es ist eine Beta. Okay, gut ist. Dann kann man das herausfinden und dann bringt mir das im Januar oder so. Du musst refreshen und gut ist. House, and there's a house fire, and all that they have to put out the house fire is gasoline. If you release it in January, the people who are still playing Diablo 4, if you have a couple of weeks to play, especially over Christmas break, literally every single person is going to have super high Paragon, God tier gear, mythic uniques. Like, the whole exciting part for me, the really exciting part is like the same as D3 seasons, is who can erupt first and who can like blast through with nothing or with kind of weak stuff. Bro, everyone's going to have everything by the time you release the tower, and you're going to miss a huge chunk of the appropriate feedback about the whole progression of the tower. It's not even going to be a thing to be tested. And it's also the perfect way to ensure that new players will not enjoy this feature at all, because they're just going to be completely filtered out, because all the sweats and tryouts, they're going to have like GG gear and like all the mythics and all the stuff. And it's completely unfair, because like, what's a casual player that might, return in January to try this leaderboard gonna do if people have just like fully stacked, fully masterworked, fully sanctified gear and mythics? Like, they're gonna have the worst experience ever. Just like they did with the Gauntlet. Like, they didn't have any chance, like when the Gauntlet launched, because it's the same thing. Like, mid-season patch, Gauntlet launches. First of all, nobody really cared about it. And then of the few people that cared about it, that are returning to the game, like, they just get filtered out and they have no chance ever reaching the top 100 even. Why release the leaderboard a month after the season has been going? Like, what's the point of like releasing leaderboards like at the end of season 3? Exactly.
people are not even playing anymore. Is there a point to me doing it? The fact that you don't have the name. Fucking holy shit. If Rob's up there, like, if Rob is up there being like, they're not even playing anymore, holy shit. Just got another update, 3 times the charm. We have another official release date for the Gauntlet. Another official release date, yes. They removed the date. This. Step 5 this. Coming soon, TM. This was the second or third. I actually have lost count, and I still have lost count on how many times they moved this. Dude, Frosty's stocks. Dude, if you can invest in stocks, you got to invest in Frosty LaRue right here, because that was... I can't believe that the tower... I can't believe that it isn't launching. Like, you know what? Honestly, I meant this when I was doing my little recap. I was really trying to not be negative at all today. I'm trying not to be the Grinch who stole Christmas. I'm trying not to be a piece of shit. I'm trying not to be a fair weather fan. But we're launching on top of PoE 2, and the tower isn't in the game. But, I mean, what the fuck? What the fuck? Ja, what the fuck, Alter. Launch ist am gleichen Tag, bringt aber nicht richtig viel etwas Neues raus. PoE bringt wenigstens Android raus. Und in PoE hast du schon so viel mehr Zeug zu machen. So viel mehr. Ist das? Sauerkraut. Ich bin Metashi 12 und seit 8 Jahren warte ich genau auf diesen Moment. Nein, du musst sagen, was du spielst. Ich habe ganz Twitch Deutschland hier reingebaitet. Jacobo, deinen Text musst du... Mein Krieger schwingt sein Kolben wie kein anderer, bis alle Dämme brechen. Ich werde Ragnaros meinen adrigen Prügel ins Maul schieben, bis er untertaucht. Ich bin Teil der Sauerkraut-Gilde. Am 13.12. bin ich in der Kathedrale des Lichts. Wo bist du? Sauerkraut. Das WoW Hardcore Event. Mashallah. 12. Event und ich glaube Announcement. 13.12. Voting Allianz oder Horde und Rassenkurs. 17.12. Start des Events. Das hat Henno noch postet. Mein Name ist Henry Blatt und ich bin Schurke. Ich schreite durch die Schatten Azeroths, immer auf der Suche nach Beute. Meine Schwerter sind giftgetränkt, mit Wundgift, gebraut in den hintersten Pestlanden. Durch einen gezielten Hieb in die Niere und einen tiefen Stich ins Rückenmark mache ich mein Opfer wehrlos. Wenn die Kniesehnen und Achillesfersen erstmal durchtrennt sind, sackt das Ziel zu Boden. Nun stecke ich die Klinge bis zum Schwertknauf in die Bauchdecke des zappelnden Fleisches vom Ziel. Max, du weißt, das ist nur ein Spiel, ne? WoW ist kein Spiel. WoW ist mein Leben. Ich bin Teil der Sauerkraut-Gilde. Und am 13.12. bin ich in der Kathedrale des Lichts. Wo bist du? Sauerkraut. Das WoW Hardcore Event. Wo ist der Trailer von Papa Platte? Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir spielen. Also. Ich bin Papa Platte und ich bin Magier. Niemand kommt an mich ran, dank meines Frostblitzes. Thema weibliche Zielgruppe. Mein Magier verzaubert alles und jeden, der vor ihm steht. In kritischen Situationen bleibe ich eiskalt.
Mein Magier ist der stärkste Magier im ganzen Land. Wir haben wirklich alles gegeben, um am Ende des Tages Ragnaros zu besiegen. Also wirklich, wir haben wirklich alles gegeben. Wir haben selbst super viele Meetings mit Mitashi gehabt, Freunde, das war übelst der Film. Vertraut mir, wir haben wirklich alles gemacht. Wir haben ganz Twitch Deutschland versammelt. Die stärksten Krieger, die hinterhältigsten Schurken und die komischsten Hexenmeister. Und wir haben halt Mitashi auch noch mit dabei. Ich bin Papa Platte und ich bin Teil der Sauerkraut-Gilde. Am 13.12. werde ich in der Kathedrale des Lichts sein. Wo bist du? Sauerkraut. Das WoW Hardcore Event. Ja, ganz klar. Hand of Blood über das Ziel wieder übergeschossen. Das beste Video. Mit dem Tasche und dann Papa Platte. Und ich würde auch so sagen, auch über die Event mit Tasche und Hand of Blood auf einem anderen Level als Papa Platte halten. Die fühlen das Game richtig. Aber also, naja. Gegen Papa Platte, aber ist halt einfach so. Das ist einfach zu verpeilt. Ein Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, Jesse, und ich mache es kurz. Die Paladin-Leaks oder die Leak einer neuen Klasse, die verdichten sich. Also für alle, die es nicht am Schirm haben. Diablo 4, die Season, die heilige Intervention, wurde ja verschoben von 9.12. auf 12.12. 5 Uhr früh. Das ist direkt in den Anschluss an die Game Awards. Wir sind da auch connected. Wir werden die live streamen. Wir haben jetzt während unseres Events den Streamplan so angepasst, dass wir am Donnerstag um Mitternacht starten, um 1 Uhr, das ist Freitag dann natürlich der 12.12. die Game Awards streamen, die dauern bis circa 5 Uhr früh und direkt im Anschluss startet die neue Diablo 4 Season inklusive aller Neuerungen, die bis jetzt vorgestellt wurden, im Sinne von was Season 11 bringt, wie das Ganze mit der Heiligen Schmiede funktioniert, die Elite überarbeitet und. Das hatten wir ja schon mal zusammengekaut. Das ist alles nicht so wichtig wie die Headline, dass wir zu diesem Zeitpunkt eine Add-on-Ankündigung erwarten. Das hat der Blizzard selbst auch schon so gedroppt mit den Hinweisen, ey, schaltet da unbedingt ein. Da wird es eine Add-on-Ankündigung geben, damit man hier auch sieht, okay, wie geht's denn mit der Reise von Diablo 4 weiter, und wir erwarten uns halt mehr. Also es hat schon die Runde gemacht, mehr bedeutet irgendetwas, was für die Diablo-Spieler greifbar ist und was direkt eingesetzt werden kann. Zu dem Thema mehr ist jetzt natürlich wieder mal was aufgetaucht. Es gibt schon eine ewig lange Diskussion um das neue Reliquarium. Wenn ihr euch erinnert, ne, in Diablo 4 habt ihr ja immer, wenn ihr die Season-Reise und so weiter macht, das ist ja jetzt neu drinnen, da könnt ihr mit dem Battle Pass die ersten Stufen gratis spielen und die zweiten Stufen und hinteren Stufen dann freispielen. Mit diesem Reliquarium, da sind neue Sachen aufgetaucht in den Cosmetics, die sind auch offiziell bei Blizzard auf der Page. Ich zeige es euch mal ganz kurz hier. Wenn ihr praktisch im Spiel seid, da gibt es ja dann hier die Möglichkeit, auch jederzeit die Season-Reise, die sich eben umbauen wird, gibt es hier noch die Möglichkeit für dieses Reliquarium, da kommt ihr mit rein, da könnt ihr das freispielen. Es ist noch ein Tag übrig, ist auch immer ein ganz heißer Tipp, wenn es soweit ist. Und hier könnt ihr euch dann verschiedene Sachen, Cosmetics und alles abholen, irgendwas für eure Mounts, für eure Klassen und so weiter. Und was hier natürlich der spannende Punkt ist, vor allem wenn es um die Waffengattungen geht, die was ja immer alle Klassen in Diablo abdecken, dann kommen wir hier zu dem Punkt des Flegels. Das heißt also, man sieht, wir hatten es auch im Stream schon mal diskutiert, man sieht es, dass es von den zusätzlichen Belohnungen wird es hier einen Flegel geben. Das heißt also, das ist eine Waffengattung, so wie die gibt es in Diablo noch gar nicht. Das heißt also, es wäre niemand in der Lage, dieses Waffensystem zu tragen. Das heißt also, es wurde auch in Reddit, keine Ahnung wie viel drüber diskutiert, das einfach mal dahingestellt. Es geht einfach, oh hier, ich habe schon das Falsche geleakt. Also ich bin zu schlecht, um Leaks zu leaken. Hier geht es nämlich schon um den Expansion-Titel, den sie aus Versehen auf die Blizzard-Seite geschoben haben. Komme ich gleich zu. Aber hier geht es darum, dass eben der Hinweis für diese Klassen, da geht's halt ab. Also diese Gerüchtestreuung war gar nicht so schlecht und darum,
Da geht es jetzt darum, dass eben hier dieser eine Punkt, diese Waffengattung gibt es sonst gar nicht. Und was sich noch geleakt hat, das war nur kurzzeitig online, New Diablo 4 Expansion, Title Leak ist Lord of Hatred. Ja, wir hatten Vessel of Hatred und jetzt kommt dann Lord of Hatred, das müsste Mephisto sein, das passt auch gut in die Storyline rein, weil ja von der Story das Ganze dementsprechend so weitergeht und die haben das einfach hier eiskalt auf der Diablo-Seite, wo du ja oben jetzt, hatten sie auch letztes Mal schon so einen Season-Titel geleakt, wo du jetzt die Spiele hast, die Add-ons nebeneinander hast, also hier jetzt Vessel of Hatred, stand schon daneben jetzt eben auf der, für den China-Release, Lord of Hatred. Das heißt, die haben einfach schon mal den Add-on-Titel gleich mitgeleakt und. Also deswegen, man kann da sicher sein, dass da einiges passieren wird bei den Game Awards. Für die Leute, die so früh oder so spät, je nachdem wach sind, wir werden es auch sein. Wir werden die Game Awards, deswegen bin ich auch connected, alles co-streamen. Ich wurde auch ein bisschen offiziell, inoffiziell angefragt, hat schon die Runde gemacht und wir ziehen dann direkt in den Freitag rein. Das heißt also, wenn ihr Freitag aufsteht, sind wir sicher online. Wenn ihr Donnerstag schlafen geht, sind wir sicher online. Alles wie immer auf twitch.tv/JessyRocks. Da streamen wir einfach durch. Wir machen die Schichten und wir geben Vollgas. Zusätzlich wurde ja auch noch als kleiner Hint ins Diablo-Video vom Pass of Exile angekündigt, dass sie auch was... Es gibt Geschichten, die du nie vergessen wirst. Für die Game Awards haben, und zwar Cosmetics für den Druiden. Also ich gehe davon aus, dass auch Pass of Exile dort einen kleinen Slot oder irgendwas einnehmen wird. Also Blizzard dürfte sich direkt dick eingekauft haben und ich gehe davon aus, dass auch hier BOE denen einfach nicht das Schlachtfeld überlässt. Deswegen haben sie auch den Termin dorthin geschoben, damit alles gleichzeitig kommt. Aber wenn man das hier eben schaut, dann geht's weiter. Und dann gibt es sogar noch eine Twitch-Subscription. Also das ist jetzt hier schon eine offene Kampfansage zwischen den ARPG-Königen, sage ich mal, von Diablo und PoE. Da wird es jetzt weisen, wo wir da am Ende dann rauskommen, wer den besseren Content gibt. Ich persönlich gehe davon aus, dass Pass of Exile 2 ihr Release-Datum für 2026 announcen wird. Ja, also mein Aluhut, an dieser Stelle Grüße gehen raus an Vitablo. Ich liebe den Aluhut, aber die Aluhut-Theorie ist Diablo 4, Add-on-Ankündigung, Shadow Drop der Klasse, neue bahnbrechende Mechaniken, Endgames, Set-Vorstellungen und, weil bei Diablo jetzt eben mit diesem Release, der hier noch on top dazu kommt, da geht es jetzt um die Wurst. Ja. Wenn das nicht liefert, wenn das jetzt nicht bis zum Jahresende $1 Milliarde macht, drehen sie Diablo ab. Das wurde jetzt 2 Jahre lang wurde rumgespielt, wurde das gegenfinanziert, dann wird das abgedreht, weil der Quartalsbericht ist immer negativ. Also die müssen das jetzt retten, deswegen auch im letzten Video diese riesigen Skin-Pakete und weiß ich was alles. Und bei PoE ist es halt nun mal so weit, die sind jetzt über einem Jahr im Early Access. Ich habe auch schon beim einen der letzten Interviews so ein bisschen droppen gehört von Jonathan, dass es ja peinlich wäre, wenn sie es nächstes Jahr nicht schaffen und dass sie auch schon announced haben, dass nicht alle Klassen zum Start verfügbar sein werden. Das ist aber eine Diskussion, die hatten wir auch letztes Mal schon, dass es sich zeittechnisch für PoE mit den fehlenden Klassen und Descendancies, mit den Content-Überarbeitungen, weil sie ja jetzt auch das Endgame verschoben haben, gar nicht in einem Jahr ausgeht, dass das alles fertig wird. Also wird BOE, denke ich mal, so 3/4 fertig werden. Wahrscheinlich werden es 2, 3 Klassen auslassen und die dann im nächsten Jahr nachschieben, damit da einfach mal was released wird und damit die auch im Full-Release draußen sind. Ja. Bei Diablo 4 dürfen wir gespannt sein. Es ist ja im September die BlizzCon. 30 Jahre Diablo, also in das 30-jährige Jubiläum von Diablo 4 PoE 2 rein zu releasen, ist halt auch ein bisschen ein Statement. Also es wird ein sehr, sehr spannendes Jahr. 26 zumindest für die ARPG-Bubble. Den Content, den wir in diesem Jahr nicht haben, den können wir dann praktisch nächstes Jahr nachspielen und nachholen. Man darf gespannt sein, aber für alle anderen, Freitag 5 Uhr, stellt euch da einen Wecker, es wird wichtig. Ja. Also keine Ahnung, ob die Server laufen. Also ich bin gestern fast im Hardcore gestorben, weil die Server nicht liefen. Aber sonst gilt, Wecker stellen, der Shit get real. Also
Na? Ja, Chat, aber ganz ehrlich, wenn Diablo auch nichts bringt, dann ist Tote Hose bei denen der Season 11, die müssen was bringen. Und PoE, das ist so typisch Neuzeit. Wir nennen es Early Access, aber das Spiel läuft schon seit 7 Jahren. So, Bro, bring's doch einfach raus. Das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht. Wirklich. So, jetzt irgendwie noch ein gutes Video, wo wir uns rein suchten können. Ist scheiße, die neue. Jetzt sind sie auch komplett verkackt, die neue Pokémons. Ist auch wieder richtig. Spandau. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hauen und Stechen. Wir sind kurz vor dem nächsten Path of Exile 2 Update 0.4 und wir sind heute am Dienstag vor dem Start, also am Freitag geht's los. Und ich habe heute jemand mir fast Unbekanntes mit hier im Podcast, Mr. Dead Rabbit. Der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen. Wir werden ihn sicherlich gleich auch nochmal zu Genüge zu Wort bekommen lassen. Oder kommen lassen. Der eine oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, was? Der ist doch Englisch, also der macht doch englischen Content. Ja, und das tut er auch. Und vor ein paar Tagen ist er in meinen Stream reingeschneit und hat zu meiner Überraschung, nachdem ich ein bisschen gebraucht habe, um es zu schnallen, Deutsch gesprochen, ziemlich gut Deutsch gesprochen, hat dann versucht noch mich zu trollen, hat gesagt, ja, so ein bisschen kann ich Deutsch und so, aber er hat dabei, glaube ich, irgendein Wort benutzt, was ihn eindeutig als Deutschen identifiziert hat, weil sowas kann man nicht auto übersetzen. Ich weiß nicht mehr, was für ein Wort es war. Grundschullevel. Ah ja, Grundschullevel, ja, genau. Genau, deswegen hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Freut mich riesig. Und erzähl doch mal so ein bisschen, wer du bist, was du machst, seit wann es dich hier auf der Erde gibt, aber auch in der PoE-Community. Hi. Ich habe bevor wir aufgenommen haben, jetzt schon gesagt, es ist super komisch für mich, in irgendeinem PoE-Kontext irgendwie auf Deutsch zu reden. Deswegen, also ich habe auch schon Leute in deinem Chat gesehen, die gesagt haben, es ist super komisch für sie, mich Deutsch reden zu hören. Das ist für mich genauso komisch. Deswegen ist auf jeden Fall. Mich gibt es seit 1991. Ich bin 34 tatsächlich. Ich bin alt, würde ich sagen. Vielleicht. Aber ich fühle mich nicht alt. Nee, ich mache seit ungefähr genau einem Jahr mache ich jetzt PoE 2 Content. Ich bin eigentlich so ein bisschen reingerutscht, würde ich sagen. Ich hatte eigentlich aus Jux und Tollerei hauptsächlich im Dezember letzten Jahres, ich glaube so um Weihnachten rum, habe ich einfach aus Spaß eigentlich, weil ich gerade nichts zu tun hatte, habe ich ein paar Videos hochgeladen bei YouTube. Die haben ganz gut funktioniert. Dann habe ich tatsächlich auch wieder einfach aus Lust auf YouTube gestreamt und das ist
ungewöhnlich gut losgegangen, weil man kennt das ja so als Streamer oder als generell Leute, die es mal versuchen oder so, hat man ja immer so ein bisschen dieses Anfangsproblem, dass man in einem Stream sitzt mit 5 Viewern oder so und keine Interaktion irgendwie so wirklich stattfinden kann und Lass mich dadurch nicht auch sagen, neue du. Leute reinkommen und dann ist quasi eine Gesprächswüste die ganze Ja, Zeit, nichts ja. passiert Ja. und dann so, das ist eigentlich so, das ist so dieses Fermi-Paradox von Streamern eigentlich. Und ich hatte das irgendwie nicht so wirklich. Ich hatte direkt in meinem ersten YouTube-Stream, hatte ich glaube ich 200 Leute direkt im YouTube-Stream. Und dadurch war das nie. Und dann bin ich im Januar auf YouTube gestartet. Im Februar bin ich dann auf Twitch gelandet. Das ist jetzt 11 Monate, 10 Monate ungefähr her. Und ja, hier sind wir. Irgendwie reingerutscht. Man muss auch ja, sagen, könnte ich dir auch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie du damals gestartet bist, aber du bist ja inzwischen, glaube ich, ziemlich well known für Essence Drain Contagion, würde ich sagen. Also das ist schon so, glaube ich, also viele Leute, die den Bild oder das Konzept irgendwie verfolgt haben, sind an irgendeiner Stelle sicherlich an einem Video von dir vorbeigekommen. Und war das damals auch schon so oder waren das andere Videos? Also Nee, also mein YouTube-Kanal ist mit PoE 2 gestartet letztes Jahr. aber auch mit also, Essence Drain Contagion. Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, in der ersten zum Release war es Spark Stormweaver. Das war so das erste, was ich gespielt hatte. Und ich hatte damals, und das war, glaube ich, auch so ein bisschen wahrscheinlich eine der guten Sachen, die dafür gesorgt haben, dass es so ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Ich glaube, so mit als einer der ersten, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich der Erste war oder was auch immer, aber so das Mana-Stacking, Spark oder so, ich war sehr, sehr früh dran damit. Und das war ja in Punkt 1 war es ja wirklich eigentlich so der dominante Bild, bis dann so die Stat-Stacker-Gemlinks und so gekommen sind, war eigentlich Mana-Stacking auf Stormweaver so das absolute Nonplusultra. Und ich war sehr, sehr früh damit und ich hatte sehr, sehr früh, und das war auch schon irgendwie, ich würde sagen, ich glaube so 10 Tage in der eigentlichen League. Ich hatte ein bisschen Glück auf jeden Fall, weil ich bin auch wieder da, so ein bisschen in diesen Bild reingerutscht und der ist dann am Ende ziemlich meta geworden und ich war einfach sehr, sehr früh dran. Hatte einen sehr, sehr stark optimierten Bild, sehr, sehr früh, weswegen ich natürlich super Videos hochladen konnte für andere dann und dann sind die ziemlich abgegangen. Deswegen, also es war erst Spark. Ich bin generell sehr Caster-Focused. Ich habe 20 Jahre lang Diablo 2 zum Beispiel gespielt und war eigentlich immer ein Sorg-Spieler zum Beispiel. Deswegen war es eigentlich immer auch schon so in Diablo 3 oder was auch immer. Deswegen Spark und jetzt ist es vor allem Essence Drain Contagion, aber nächste League nicht mehr. Genau, das war auch so ein Ding, hatten wir vorher schon so ein bisschen im Discord drüber geredet, weil wir haben heute so einen kleinen Fahrplan. Natürlich wollen wir erstmal so ein bisschen dich auch kennenlernen und so ein bisschen uns gegeneinander natürlich auch kennenlernen und das ist ja auch immer sehr interessant, finde ich, was dahinter steckt. Und ich weiß nicht, du hast sofort gesagt, nö, du machst auch mit Cam und so, aber du zeigst normalerweise nicht deine Cam, oder? Also im Stream Nö, ich habe sie eigentlich ne? aus. Ja. Also ich habe irgendwann erst, ich glaube, ich habe zum letzten League-Start eigentlich erst damit angefangen. Ich hatte diese Kamera, die ich jetzt habe ich, glaube ich, zum letzten League-Start gekauft und habe dann einfach mal so zwischendurch angefangen für so bestimmte. Ich mach's eigentlich, ich bin kein Camp-Streamer, ich habe es nicht die ganze Zeit irgendwo drin oder so. Ich mache es eigentlich nur so an bestimmten Momenten immer so für Reaktionen oder so. Cool. Ich hab's jetzt als Viewer, als jemand, der, bevor er jetzt selber gestreamt hat, wirklich sehr obsessiv und religiös auf Twitch rumgehangen hat, eigentlich den ganzen Tag, habe ich es persönlich nie so verstanden, wieso man es braucht, unbedingt, als Streamer. Einer meiner Lieblingsstreamer war immer Lyric zum Beispiel und der hatte nie und es hat mich nie gejuckt, dass der eine Kamera anhat oder nicht. Deswegen hat sich bei mir jetzt auch nicht. Und ich fühle mich irgendwie auch beobachtet, wenn sie grundsätzlich da ist. Ich finde es ja irgendwie lustiger. Ich finde es irgendwie lustiger, wenn ich es dann mal so zwischendurch für so einen Moment so machen kann, dass ich dann auf einmal so reinkomme. So. Also ich muss sagen, man gewöhnt sich irgendwann dran. Ne? Am Anfang ist es weird und umso weniger man das, also kann ich nur aus meiner Perspektive sagen, umso weniger man das macht, beziehungsweise umso frischer das ist, umso weirder ist es und irgendwann vermisst man es aber. Ich vermisse die dummen Kommentare, wenn irgendwer sagt, boah, siehst du heute müde aus und
Also, ne, so ist nochmal eine andere Art der Interaktion oder einfach so hier, keine Ahnung, so ein Adventskalender aufmachen, so, Deko-Kram, hier solche Meme-Geschichten hier von einem Interview und also, ne, solche Sachen transportiert halt schon, finde ich, irgendwie so ein bisschen was mit. Aber ich kann es auch voll verstehen. Einer meiner Lieblingsstreamer ist, du hast auch einen sehr, sehr schönen Baum. Alles klar, keine Ahnung. Was so erklärt worden ist von der Vision. Es ist ein Build, der super gut funktioniert, sehr simpel funktioniert, wie du auch schon gesagt hast, anfängerfreundlich ist, der aber trotzdem gewisse Nuancen so hauen wieder ab. Zeig So. dir auch Gameplay. Und das hat Oder quatsche die noch. Rein und pack den so ein. Manchmal pack ich ihn auch einfach ein, ohne. Schade. Wäre ein bisschen geil gewesen, wenn es noch ein bisschen Gameplay vom Druid rein würde. Darkness from you got Druid hands on. Welcome, traveler. We got new Druid content for Mr. Ziggy D live from New Zealand. And in his gameplay, the Druid does actually look strong. Not like what we have from GGG's own presentation where it seemed kinda weak. Nah, it's slapping. I mean, the Wyvern is doing tons of damage with one swing out rend. We also finally know every single skill the Wyvern has and got a first look at some of the spirit skills. Now, first an answer to when do you actually get Wyvern? As you start the game, you begin with a talisman. That talisman will get you the bear and the wolf form. Later, with a higher level talisman, you'll get the Wyvern, and that talisman has to exceed the basic quality. Since the Wyvern skills start at rank 3, which means take down the Rested King, and then we should have the Wyvern form. Now these are also all the skills the Druid has. We begin with Volcano, Entangle, Lunar Assault, and Furious Slam. Then tier 3 is Shockwave Totem, Rolling Magma, Pounds, and Wing Blast. Pretty much all the skills we've already seen into Thunderstorm, Fury of the Mountain, Devour, and Arctic Howl. Then to the tier 7 skills, which is Ferocious Roar, Spell Totem, and Cross Slash. Nothing new, everything they actually presented to us. All Barrage Thrashing Vines is tier 9, tier 11 is Tornado and Rampage, and then tier 13. So with level 52, 56, we finally get Flame Breath, Lunar Blasting, and Walking Calamity. This means, for example, as a Wyvern, for the main part of the gameplay, you're going to decide if you then want to go for the Wing Blast with a Rend, Warrior gameplay, or rather Rolling Magma with a triple Magma shots into the Volcano, together with a Wing Blast as well, plus the potential Oil Barrage. However, they already buffed the Wing Blast that it always gives you 3 power charges instead of just 1 power charge on clapping your wings together. That's fantastic because the actual lightning empowered shenanigans you're doing are so strong on the Wyvern. I definitely can't wait to... Now the next interesting part are the spirit skills, and look at the King of the Mists HP. This does not seem slower than anything else, right? I just played my Grenade Merc and it seems similar. I mean, look at that lightning empowered hits. You get the Wing Blast down on the boss, you get tons, you go for the triple Magma. I'm vibing, I'm feeling the Druid here. And now to the actual spirit skills. We have Savage Fury. Savage Fury says, while active, your Fury builds from attacking enemies. Using this skill releases your Fury to send you into bestial frenzy, gaining damage and speed but constantly losing life. We're talking about 21% more damage, 32% increased attack speed, and 16% movement speed. However, you lose 3% maximum life per second. And it will last for a maximum of 20 seconds as you have 20 maximum Fury. As cool as this sounds, I would rather go for my Herald of Thunder, I guess, for faster and better clearing as the Wyvern, or the Herald of Ash as the Bear for even heavier slamming, whereas the Herald of Ice for the Wolves just seems perfect. However, we also get the Briar Patches. While active, a portion of the physical damage you deal is stored. Casting a spell uses the stored damage to create a patch of thorny ground. You get a limit to 1 patch, the radius is 3 meters, thorny ground duration is 6 seconds. The way it looks is right here. You run around, you hit the enemies, then you cast your spell, boom. Thorny ground erupts around it. Now I'm gonna be honest, does not look too hot to me. I would either take the Frenzy to increase my boss killing time, because against Rabble, it doesn't seem useful, you're gonna be probably clearing Rabble anyways, or I just use the heralds that actually fit the form, Fire, Ice, Lightning. There are also a couple more skills we can see. There's Wolfpack, Barkskin, Feral Invocation, and Eternal Rage, which is probably something like Berserk. As Ziggy D then goes into the passive tree, we already get a look at something different. This is how it looks right now. The beginner cluster is the same, and then we get this node with the human pointing, we got a stabby node and something to the left as well.
where we currently only have the bonus increased melee damage and attack speed, plus the spell damage, and also the reinforced barrier and fire damage. This does look quite different. However, I assume this is the melee node, and this is still the spell damage node, followed up by other stuff now on top, and not instantly the defensive nodes. Generally speaking, what we see here is that each animal form works, and you can actually mix and match them quite nicely. As you can see, Ziggy right now is the bear here and slamming down with a bear in the endurance charges. However, the whole time he's doing that, the wolves are actually active around him. They seem to be a nice passive that you can pull out without a problem and pretty much profit from each animal form at any point. Right now here, he's using the pounds to just close the distance as a travel skill to get further forward. Why not? I mean, you can have your wyvern, you can have your bear, you can all just mix and match it however you feel. It's not like that you have to make that decision to, I want to only be bear. It might be opportune, especially in Act Number 1, to use the strength of all three for getting closer and faster to the enemy, for some range booping, all of that together. In the fight versus Candlemas, we see the triple threat. You get the Shockwave Totem up, which is also in the Druid skill tree, together with then the Magma, and then the Bear Slams. Continuously just getting him, I mean, what is this kind of damage? That's crazy and looks very potent. Count Geonor also being totemed, being bared, with the wolves around you, an absolute triple threat going on. That triple magma breath of the wyvern seems to also extremely well work together with the volcano. You put it up, you spew into it, it gets hit by all three balls at the same time, and the damage just comes pulling out left, right, and center. All in all, I'm a bit disappointed that we don't have more skills. If I play the wyvern right now, it's rolling magma, my standard rend, wing blast, devour, into the oil barrage, and then flame breath. That is already it with the skills. So if I don't manage to scale the flame breath to actually be an absolute map clearing shenanigan, I have to rely on oil barrage doing that for me, or the wing blast, maybe the rolling magma, right? We're already doomed to kind of like see what can we do with these skills. That's where the bear looks a bit cooler, because that Furious Slam is some massive clearing and synergizes so well with the volcano, while you also have the Walking Calamity together with a Rampage and that stuff. I gotta say, from what I see here with the amount of skills we have, the bear is looking the juiciest, personally. However, against the Rusted King, you could see the potential of the werewolf as well, with his slashes creating these icy projectiles that then explode. Look at him, he goes, and then it goes, and the icy thingies pop out, and then they, boom, explode for some bonus damage. That looks quite cool, and he's actually missing the cross slash, the jumping backwards to explode those even further, right? Doesn't look bad, and if he gets the bonus Herald of Ice here on top, quite nifty. One thing that we didn't get to see in the gameplay yet is the Dragon's Breath from the wyvern, and there was actually something really interesting in an interview that Jonathan had together with Talkative Try. He said that the Dragon's Breath from the wyvern works different ignite-wise. Instead of going for one big hit with one massive ignite, it's going to start stacking ignites the longer you Dragon's Breath fire down. You go like, oh, and then ignite goes higher, higher, and higher, and higher. So your actual initial super hit doesn't matter. It rather matters that we have as much ignite magnitude as humanly possible to then really stack up that super ignite. Really looking forward to see how that plays out, especially if you then play a Blood Mage wyvern. That could potentially go for bleed, ignite, and with the Plague Fingers also poison. Nasty. Big shout out to Ziggy D here for sharing this gameplay with us. It definitely has reassured me in my decision still to go for the wyvern form and to really see what we can pull off with it. I think G'day folks, Ziggy D here with a hands-on preview for the Druid. We'll take a look at the shape-shifting forms, Druid spells, and how the new class plays overall in the early campaign. I got a chance to record this when I went to the studio to host the Q&A, thanks to Grinding Gear Games for covering my flights to do so. Keep in mind that as this was recorded more than a week from launch, it's non-final, and stuff can, and already has, changed from what you'll see here. The new Druid archetype is flavoured by the combination of elemental and nature magic, combined with shape-shifting into various beast forms. It does the rare and challenging action RPG task of giving us the potential to play a hybrid of spells and attacks.
The human form is where your spellcasting happens, and your beast forms are where your melee happens. Not natural, this. Air's gone sour. When you start on the beach, this is brought home when you immediately find a staff with lightning bolt to begin spellcasting. However, that is quickly followed by looting the new melee weapon type, a talisman. Talismans function just like any other melee weapon in terms of where your damage comes from. They scale just like a mace would, for example, with increased physical damage and attack speed. But unique to talismans, they give you the ability to select a shapeshift form using this UI element. Werewolf and bear form is what you have initially, with Wyvern unlocking a little bit later on. This choice doesn't lock you into a form, but rather it just grants you the basic attack of the chosen form. Whenever you use one of these talisman attacks or any other shapeshift ability, you'll automatically shapeshift into that form. The basic abilities of each form are fairly straightforward, with the potential for a little bit more complexity as you go and unlock other pieces that they can combo with. The Bear's Maul grants rage on hit, while the Werewolf's form, for example, creates exploding chunks of ice on attacking frozen enemies. So they're designed to support or reward the other shapeshift skills that you unlock later on. Feels familiar somehow. Each of the three forms also comes with passive effects and mechanics. The version I played was likely non-final in this regard, but for example, Bear had defensive boosts and generated endurance charges when rage was consumed, while the Werewolf gets a sizable out-of-combat movement speed buff, which you can see in its movement as it drops to all fours. You quickly also get your first actual gem on the beach here, Volcano. By primal will. This is a spell that causes an explosion and spits fire projectiles for a long duration. There's a running theme with a lot of the druid spells that they provide some sort of ongoing benefit and that they often synergize with things that you can do while shapeshifted. This is all to support that idea of hybrid spells and melee shapeshifting, because after all, if it was something a little bit more limited, like a fireball for example, then you have to make a clear decision between whether you use a fireball or one of the shapeshifted attacks. In this case, you can place spells, they'll continue to do stuff while you're shapeshifted. Perfect. More on Volcano later. For now though, we can fight the Miller with Volcanoes and follow up with lightning strikes from the staff if we choose, or with our chosen shapeshift forms melee, which is obviously what I go for. Still breathing? That's a start. Sleep now, whatever's left of ye. The first uncut gem expands your options with the Entangle spell, Lunar Assault for Wolf, and Furious Slam for Bear. I'll test all of them as we go, don't worry, but I decided to kick off with focusing on the Bear's Slam combination first. The Bear's basic attack Maul generates Rage on hit, and Furious Slam spends Rage to empower itself with a more powerful explosion that leaves behind jagged ground. The fact that you're spending Rage also means that this constantly maintains endurance charges due to the Bear's passive bonus. Rage has been simplified across the game, with Rage spenders now more consistently costing 10 Rage, and a new visual effect shows in your character to indicate that you have at least 10 Rage, making you glow, even in shapeshifted forms too. So this means that whenever you're glowing, you know that you can use a Rage spender. I find the Devourer first up, so we get the first test of our metal a little bit early. Aye, this reeks of the Devourer's lair. And here we get to see a bit of the potential power of the Slam. Oh mein Gott, ich will anders spielen. The Bear Styles combos. You'll not harm another soul. So volcanoes spit fire globs at an even pace, but slamming them causes an extra set of projectiles to fire. So placing volcanoes on bosses and bear slamming them while generating and spending rage is a simple and chunky feeling combo, and it makes pretty short work of the Devourer here. You've gorged on the good folk of Clairfell long enough.
With the first support gem, I grabbed Fist of War to empower the Furious Slam, which plays very smoothly. It's perfect pairing with this, as you naturally tend to space out the slams anyway as you move around or as you generate rage with Maul. So the double empowered slams that you get from Rage and Fist of War also very satisfying, so pretty happy with that as a first support gem choice for this playstyle. There was some other interesting options there though, such as Overabundance and Burgeon for Volcano. So Overabundance lets you have a max of 2 volcanoes out instead of 1 at the cost of 50% less duration, which I think is a pretty good idea in many cases. Brings them down to something like 4 seconds maybe, but I think that's a very good trade-off because you can slam multiple of them down really fast, get a lot more burst on bosses, and have your slams triggering 2 volcanoes at once. So I run into my first of the League's Val encounters around here. These are just simple sacrifice platforms, basically kill monster in circle. Thankfully, they aren't even too strict about you needing to be in the circle. You just kill monster from the circle. So this video is primarily about the Druid. I'm not really going to be focusing too much on the League mechanic here, but I will touch on my very limited experience with it. The basic premise is kill monsters from 6 circles, and then you go raid a ruined temple for loot and a bunch of crafting options to improve your gear as you level. It's fairly unobtrusive as you play through, and then you get the chance to spend a little bit more time in the actual temple to do some gear crafting. That felt pretty powerful. For now though, I get a chance to pick up the Wolf skill, Lunar Assault, and the plant spell Entangle, so I'll test those out in the near future. Entangle first, it places a fissure that grabs nearby enemies to deal rapid small hits of physical spell damage while slowing the entangled foes. Skills like this are always really good for utility, like Oil Grenade for example. Slowing enemies is really effective on Crossbow. I anticipate Entangle might feel similar here as a utility spell. And similar to Volcano, it's got that duration lasting benefit design, so it kind of means that regardless of your actual leveling setup, your build, you can throw in some entangles for some extra damage and stuff. I'm immediately pretty impressed with the feeling of bear form for blasting bosses here. Double empowered Volcano Slams is very rewarding. And the hybrid gameplay option on Druid means that if you need to kind of back off for a little while, you're taking a bit too much damage, your flasks are getting run down, you can give yourself some distance and throw down some volcanoes, entangles, and later on other spells while you're recovering. I'll take the opportunity before we test some wolf form here to comment on the overall feeling of shapeshifting, and it is, thankfully, seamless. GGG have done a really good job here of leveraging the weapon swap system, especially after they kind of changed it to not have delays and things like that. And they've done it in a way that requires zero thought on the player's behalf, which I think is really important. We've dumped a bunch of new players on the Druid here, and then you had to like teach them a bunch of complicated weapon swap mechanics and set up for the UI. It would be a real problem, but you don't actually have to think about it or do anything initially to use it in its simple form. So spells just naturally swap you to human form and your staff or wand so that you can use them, right? Because they don't necessarily work otherwise, and the shapeshift abilities need the talisman, so they automatically swap to that and thus swap you into your form. There's no real delays here, and it just feels smooth and seamless, even swapping between multiple forms. And the gameplay feels pretty fast too, because that was the thing from the preview that people were concerned about, especially in wolf form. It feels very fast. The initial reveal, it did a good thing of like focusing on clear, low damage, low movement examples of mechanics so that you could understand what was going on, but it didn't actually show what it kind of felt or looked like to play the Druid, and it made it look honestly a bit slow and clunky. So much blood spilled here, the earth still bleeds. The biggest thing that I noticed playing it though, that almost right away in Act 1, it was much faster and smoother than I would have thought from the footage, and that's because you're actually using things like dodge roll and sprint to reposition between attacks. And you obviously have a lot more damage than what they use in those previews. And now onto the Red Veil Zone, I decided to test the early game werewolf style a bit more. Lunar Assault is a large slash melee skill that has a very high freeze rate and cold conversion. And that can be paired with the Ice Bite support to give you a big bonus cold damage buff that's up pretty much all the time with this skill, as it freezes so easily on regular mobs and even fairly easily on most bosses. As a quick aside, I can confirm that you can be knocked down while sprinting in animal form, and I can confirm that it's just as hilarious as it normally is. Though this only happened like 2 or 3 times in the entirety of my playtime. I'm not sure if I'm just getting better at using it, or if the shapeshift forms are naturally more resistant to heavy stuns maybe. Either way, it only happened a few times. Anyway, the werewolf doesn't have any immediate synergy with the volcano stuff, but there's no reason to not just use them anyway. Like, you slap them down and then go into melee and tear them apart and you're getting the bonus damage, right? And it's all scaling kind of just as well as each other at this point in the game.
The early combination for Wolf is using the Shred attack on enemies frozen by Lunar Assault. Shred's that basic attack for the werewolf. It's a rapid combination strike with the final hit in 5, I believe, hitting twice. Each hit from Shred on a frozen target chips off a chunk of ice, which then explodes after a decently long delay. The typical approach for rares and bosses is to use Lunar Assault a couple times to freeze them, followed by 1 to 2 full combinations of Shred, with the icicles exploding for some pretty wild burst damage at times, especially on any sort of larger bosses. The icicles do fly backwards behind the target, but on bosses, most of them tend to hit, especially those bigger ones. There's a lot more you can do with the icicles later on, and more combo pieces for the wolf form. It's only just this kind of basic bit here, but it feels fast and satisfying, and that freeze potency is very high right off the bat. So it's a pretty good early game for the werewolf, I felt. Honestly, for the first half of Act 1, I would say both werewolf and bear felt like very valid approaches with support from the spells. I don't know that I would go pure spells unless you maybe worked in something from one of the other elemental trees as well. There's no reason you can't mix and match those if you're using a staff anyway. Volcano and Entangle are like fairly good on their own, but you want something else on top of that as like a burst skill. Obviously you can use the basic staff skills, those are okay, but you could use a third gem maybe to pick up a spell from the elemental tree to round it out with a bit more immediate damage if you're going for more of a pure spellcaster, for example. Since those pure druid skills are pitched at being kind of like ongoing effects that keep going as you're doing something else, so you want something else to do. So after Red Veil, the next tier of gems gives access to Shockwave Totem, Rolling Magma for the Wyvern form, it's actually a Wyvern skill, and Pounce for Wolf, and Wing Blast for Wyvern as well. So Wyvern gets 2 here because it's kind of first introduced at this point. You also like unlock the ability to swap to it on your talisman at this point, even if you've got the original talisman, I believe. I suspect maybe it's based on character level, that would make sense. So this expands your build options in quite a few ways, about 4 different directions right away. There's a lot of lines of play on the druid here, even right at the early game. So you can totem with bear form for jagged ground eruptions, for example. Rolling Magma plus Volcano as a combo there for fire-focused Wyvern. The magmas trigger the volcanoes. You can incorporate Pounce into wolf form, which gives a bunch of benefits. And you can also grab Wing Blast for like a lightning-focused melee Wyvern with its default attack. Since at this point I was really enjoying the wolf form, I grabbed Pounce, and this is possibly the best all-rounded skill in the entire druid category. It's a skill of all time, I'll tell you. Big fan. It's a great movement skill that leaps gaps and obstacles, which is enough to use it just by itself, but it also slams and hits a large area of effect, which can be boosted with Fist of War. It marks a target on hit, and it automatically marks the highest rarity target, so it just works. You can link your own mark later on, or you can just use the built-in Predator's mark, which is honestly quite good on this skill. It gives the target increased damage taken. Great. It's based on the number of enemies of your enemy that it has nearby, if that makes sense. So, okay, yeah, if you and your minions are standing next to it, it takes more damage. And it also summons a wolf companion each time you trigger the mark on kill. There's other ways to trigger it later on. So it provides its own minions to trigger Predator's Mark's effects anyway. So this skill does everything. Crazy. Obviously it's a must-have in wolf form, but I used it in every single build I tested on Druid. I think if you're using a talisman in your build, you're probably going to want to use this skill. A Leap Initiator, Mark on Hit is really good for any melee playstyle, and it's good to just have unless you have like another movement skill that you really want to use instead. I can see using it. It's important here, I think, that I drive home just how you aren't locked to a form as well. Like, you may know that, but it's easy to just not really think about it. Your talisman choice is only the selection for which basic attack you have. It doesn't lock you into a form. You don't choose a form like most games like this. It's only important what you choose on your talisman if you actually plan to do some sort of combo with it, and I don't think every build will necessarily use the basic attack. Some of them will because they have some pretty powerful combo effects. But for example, the Bear Forms one just generated Rage, and there's other ways to do that. Rage support gem on another skill, for example, so I can absolutely see not using the Bear's basic attack for too long. And you'd only use the Werewolf one if you were planning on doing some sort of like Icicle-based build, right? So you're absolutely free to leap in as a wolf and then proceed to bear slam everything, for example. And it took me a while to really fully take that in and incorporate that into my gameplay. I still catch myself thinking of each shapeshift form as this like own separate thing, even though I know it's not. But try and like remind yourself to take Druid a bit more holistically, right? It's if there's like a skill or passive bonus from one of the forms that you want to enable some combo or synergy with your build, then use it. Nothing stops you, right? The devs have given some guided and more obviously spelled out combos within each particular
like shapeshift form or archetype. Like for example, Bear's Maul generating rage and then Slam consuming it, right? Like these are pre-packaged items that we're given as obvious starting points, but there's plenty of room for cross synergies between forms and potentially even other weapon types too. Like I don't see why you couldn't like generate rage on a bear and then consume it in Wyvern form for the big flame breath or something. Or even alternate between bear slams and human form mace slams. I'm sure there's a build there. So Wolf form, which already felt really good with its high movement speed and attack speed, definitely got faster and more furious with Pounce. Overall, this playstyle is a fairly straightforward melee attacker with some room for some pretty good skill expression, I think, in how well you position and freeze and then swap to shred enemies so that you kind of choose which direction the icicles fly off. I think if you are pretty good at it, you can perform, you know, get a little bit of extra juice out of it. But if you just want a Lunar Assault, freeze everything and just kill them with that, like a freeze cleave build, then you absolutely can, I think. It's not as high single target right away as the full bear form combo, unless you get like really nice shotgunning off the icicles on a large boss, for example. But freeze locks down many bosses, and I felt like I was just... Hey! At it, you can perform, you know, get a little bit of extra juice out of it. But if you just want a Lunar Assault, freeze everything and just kill them with that, like a freeze cleave build, then you absolutely can, I think. It's not as high single target right away as the full bear form combo, unless you get like really nice shotgunning off the icicles on a large boss, for example. But freeze locks down many bosses, and I felt like I was just dismantling any bigger targets, you know. It's like by the time they go to do their first real attack, you freeze them and then they're nearly dead. So a lot of the fights were just kind of over before they began. I did dip my toes into the Wyvern form next to mess around with some of their skills a bit off and on. I played with Rolling Magma and Volcano as a kind of ranged Wyvern. Magma Orb bounces also trigger Volcano's projectile pulse. So it's pretty difficult, I think, to position and take full advantage of, especially if like the enemies are running at you, for example. Something like Entangle can slow enemies down to help with that. So you can and then shoot out some magma orbs to do some of that. But it's definitely a more difficult playstyle than what the other ones that I've covered so far offer you at this stage in the early game. This was a bit of a running theme for me with Wyvern in my play session. It's a more complicated form with some very powerful, specific elements, but less straightforward lines of play and synergies overall. It's also the one that's probably seeing the most changes from what I played to when it launches. I already know some changes that I'll mention as we go. I will come back to Wyvern a bit more later, because I had my first little temple foray after my 6th Vaal sacrifice here. This place has gone to ruin. Power blankets this altar. So the League is introduced to you with a just very simple initial design. You place some basic rooms. It almost doesn't matter where you put these first ones. Later on, where you place them upgrades, but it highlights and makes it super easy to no-brain it if you want. And then you just run that small temple to clear the rooms you placed, leaving whenever you want. You don't have like a specific objective here. You can clear the rooms and you'll get like I believe a portal to send you out of there once you're done with all of the rooms. But basically you're just going in there for the actual specific rewards of each room. And that is like a bunch of chests and weapon racks and things that drop gear, or a bunch of crafting benches that do things like improve quality, add sockets, let you Alk reroll a magic item, which is really good while leveling, Regal a magic item, Exalt a magic rare item, and so on. So just doing like 1 or 2 of these quick little temple forays each act will give you a pretty decent chunk of gear improvement. I think I did 1 per act. You get a really good amount of items to craft too, but I recommend hanging on to any like specific bases you want to upgrade as you go into one of these. So for example, your next weapon base that you need to craft, you know, you don't have to use crafting currency, you can just go into the temple and make it. Or maybe you like need movement speed boots, so keep a nice pair of boots in your inventory to potentially craft movement speed on. That's how I ended up getting some of my movement speed boots. I've never had so much like socketed and quality gear while leveling in Path of Exile 2 as I have with this temple. Shot chat the Wolf. So after my quick 5-minute temple gearing session, I quickly returned to the cemetery to absolutely embarrass Draven in wolf form. And then I do much the same on Lachlan too, which is often a decent difficulty spike for a lot of builds. Die Cast-Chat. Der macht so viel Damage, Digga. Schau dir das an.
so viel Schaden, Chat. Hunting grounds. Best be careful shapeshifting, lest I take an arrow to the ass. The other set of Wyvern starter abilities is Melee with Wing Blast and Wyvern's default attack Rend. So Wing Blast is a bit like Spear's disengage skill. It's a backwards leap that can get you out of harm's way and do some other utility things. But in this case, it also is a large AoE that stuns primed for stun enemies and triggers an extra explosion for some nice kind of like AoE clear on those stunned enemies. It also generates charges on stunning enemies, power charges with a surpassing chance, it's called. You can scale it past 100% for more charges, potentially, for example. That's how that works. And one change that GGG has already told me about here with the Wyvern is that this skill has been buffed a bit by granting 3 charges now on stunning unique enemies, which is good, because I felt like it was difficult to actually use the power charge stuff in boss fights, but having 3 charges means you can get like 15 seconds plus of empowered attacks or something. You can like chain it through the rest of the boss fight. So I could see you kind of just getting 1 stun and then that carrying you through the rest of the boss fight as you expend all of your charges. So that does sound like a nice improvement. So the Rend basic attacks can spend a power charge if you aren't currently buffed to give you a buff with empowered lightning attacks. It gives that skill a much bigger AoE and adds lightning damage. And it does a few other things with a few other skills too. It actually turns it from like a very basic little melee attack into like a pretty hefty, big cleaving skill that does quite a lot of damage. Empowered Rend, it is slow, but it is big and chunky and really satisfying, and I'm really hoping that there's some potential for like melee Rend builds that maintain empowerment with that, because it felt really good when I was cleaving my way through packs with it. Wyvern's early game was definitely the hardest to get the hang of all of the kind of types here, at least when you try to stay purely in Wyvern form, because again, just like you can just use something like Wing Blast alone for a melee escapes skill and then like play your bear build, right? There's no reason you have to kind of like force yourself to stay in any one form if like overall it doesn't feel like it's paying off for you. Still kind of wrapping my head around that. I did also kind of take Wyvern through one of the most difficult areas in the early game here, but once I got through there, the first Spirit Gem gave me options of Savage Fury, which is basically a druid-like berserk buff that drains your health for a short boost to speed and damage. It looks very strong for bossing, and it's probably not too hard to manage that life loss as long as you got like a flask charge or something. Probably well worth it, and I expect we'll see some use. Anything that boosts your damage and speed for a duration is usually a popular choice. I didn't get to chest it in this run though, as Spirit Gems are pretty hard to get hold of in the campaign, and I instead went for Briar Patch. So this buff stores some melee physical damage that you deal to enemies to automatically place a Thorny Ground when you next cast a spell. So if you put a volcano down, it'll be surrounded by Thorny Ground, or if you cast like a Lightning Strike or something, it'll be Thorny Ground as well. It's got a built-in delay, but it's super easy to charge up with just like a single pounce on enemies, for example. It's pretty low impact overall, though I was thinking that there's probably some good utility supports that can go on there later, especially for plant druid styles. Between Thorny Ground, Volcano, Entangle, and Totem at this point, we have a lot of persistent effects we can dump out before engaging in melee, and they all scale fine together at this point in the game, right? Like, so there's no real reason to just not go ham and use everything. It's just like throw everything in the kitchen sink at the boss and then go in and bear slam them. You know, you got time often while most bosses are doing some sort of monologue to like pre-place like 4 Entangles, 2 Volcanoes, a Totem, and automatically place down the other Thorny Ground. So you're absolutely going to go that route. The other notable Spirit Gem choice that I passed up earlier was Herald of Ice, and I wasn't able to get my hands on one for the rest of the 3-act session, which is something I wanted to note because it's a bit of a shame because I played it and loved a lot of the wolf form, but I never really felt like I got the full picture of what it plays like to clear as an Ice Wolf, because it feels pretty good, but it was missing a bit of AoE clear. That's the thing it probably struggled with the most. And not having Herald of Ice was like obviously the missing piece of that puzzle. So just keep that in mind as you watch that wolf gameplay in the future. And just mentally add some of your own ice explosions to that gameplay, just to kind of imagine how your werewolf leveling might go. It's already really satisfying, like doing the icicle explosions and freezing things and watching them shatter. I can only imagine with Herald of Ice how satisfying that's going to be. If I go wolf, I'll definitely grab Herald of Ice. For bear, I'd probably grab that Savage Fury. And Briar Patch if I level like a nature style druid, maybe, I don't know. Activating it with Pounce, maybe. I think that's more of a specific build thing. It's nice, but definitely not as impactful as other Spirit Gem choices.
Late Act 1, you start to get your first weapon set passives, and unlike leveling other characters, I think you really want to start taking advantage of these right away if you're going spells and shapeshift combo, which I absolutely think you should. It's super fun. So it's pretty simple initially to start doing this. If you've never messed with the weapon set trees, it only really gets confusing when you try to do respecking typically. That's when you kind of got to wrap your head around just how it works. But initially you can basically just kind of like throw any duration or clearly spell-oriented clusters on the staff weapon set, and any shapeshift or survivability nodes or melee damage stuff on the talisman set. I spent and tinkered with these a lot as I went, and it felt like a pretty nice payoff for it. There's like quite a lot of it going on that you can cherry pick between in the druid area of the tree. It makes sense. I think passive tree support is like super important for this sort of like hybrid playstyle, and it's good that that kicks into gear pretty early on if you want it. For Executioner, I decided to revisit the Bear Slams since they performed pretty well early on. I was keen to see how they were holding up at this point. I had the totem now to add in, and that triggers the Jagged Ground from the Empowered Slams to create another explosion for some more bonus combo damage. You have much to answer for. Whoa, Kai shots. The hand that held the rope lies still. And yeah, their form is pretty amazing on bosses, and overall pretty well rounded. Felt like the most well rounded of them, like powerful single target, decent AoE clear, maybe a little bit slower, offset by just switching into wolf form, and nice defenses too. It's pretty nice. And you know, you can just use that pounce to form shift into wolf and start sprinting when you move between packs. There's no reason why bear has to feel slow when you can instantly shapeshift into a wolf whenever you want. I was really vibing the hybrid wolf bear and human spells. It feels like you get to cherry pick the best parts of every part of these kind of three forms and just add them together to create a super build. Feels like cheating a little bit. Adding rage and rapid attacks to maul makes it really quick to generate rage for slams as well, with 3 mauls giving you enough for like 2 slams back to back. And when you start double and triple volcano slamming bosses, oh yeah, so good. Poor Candlemass and indeed poor Geonor. Guy really got outclassed on this whole shapeshifting trope even after selling his soul for it, right? So anyway, I don't know if you can hear in the background, but I have a newborn baby and our family is all sick right now. So I'll end part 1 of this preview here and optimistically hope to be able to get part 2 out before launch if I can. I'll try. Forgive me in advance if it's a bit later or if I can't make it. At times like this, I think it's best to just celebrate the small wins. Like, you know, making a part 1 preview and getting it published. Anyway, hope you've enjoyed it, and I hope that it helps a few of you see a bit more of the Druids potentially, you know, the fun that has to offer you if you're a bit unsure based on that initial reveal. I feel like Druid's getting a little bit of a raw deal in the reactions, so maybe do my part just to give you a little bit more of a realistic impression as to what it looks like. Anyway, folks, that's it for now. I'm Ziggy D, and thanks for watching. Chat. Das ist schon das Neue aufgeladen. Welcome back, Exiles, to the Q&A portion. I am your host. Nope. Okay, jetzt vor 7 Stunden aufgeladen. Dann ist klar, dass es noch nicht aufgeladen hat. Ein Abo da, Chat. Mit der ballert rein, Chat. Einfach für die mathematische Berechnungen. Gut, jetzt gibst du eigentlich schauen, was meine Freundin macht. Die ist halt fertig mit der Schule.
Ups, sie ist noch nicht fertig mit dem Schulchat. Jetzt sagt noch. Machen sie Überstunden. Welcome to the biggest winners of patch 040. In the last league, we made dozens of amazing builds, and every single one of them got stronger with the update. Let's begin with our Explosive Shot Deadeye, and for all these builds, I'll also have the guide in the description below, which updates act by act by act with actual equipment, skills, passives, all of it. The Explosive Shot Deadeye is all about using your Explosive Shot to literally one-shot spam everything down on tier 16 maps, while you reload automatically by heavy stunning enemies. And this gets boosted by your Tailwind, making you faster, reload quicker in case you actually did not stun someone. And if you're then fighting a boss, you can spam him with all your grenades and, well, go for so many explosions that your frame rate will drop to non-existence. Now, how is this getting even stronger? First and foremost, we're losing 30% damage reduction, which is annoying, but enemies don't even touch me, so that doesn't matter at all. Aber wisst ihr was? Wir machen glaube ich heute Schluss, weil wir sind die nächsten paar Tage so viel online, dass wir reingrinden. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst gerne ein Follow auf YouTube da. Wir freuen uns noch 9 Follower, dann haben wir 100 erreicht, das war super, danke euch und ciao ciao.